Und da wären wir. Hallo zusammen, willkommen zurück zu Trails of Cold Steel 2. Wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten das Intermission-Kapitel hinter uns gebracht, was eben zwischen Akt 1 und Akt 2 liegt. Deswegen Intermission, glaube ich. Und jetzt geht's einfach direkt weiter in Akt 2, was uns erwartet. Blub. Hey Brala! Wir sind auf der Pentagrol, nee, auf der Courageous, so hieß das Ding. Pentagrol war das andere Ding. Diesmal nicht von Käse, Sahne, Soße hintergangen, ja. Okay, lassen wir erstmal reden. Mir geht jetzt besser. Also, mein Problem letztes Mal beim Stream, den ich jetzt nicht machen konnte, als Erklärung, ich habe Laktoseintoleranz. Allerdings war meine Laktoseintoleranz nie so wirklich so schlimm. Das heißt, so Quark und Käse und so weiter kann ich eigentlich essen. Und da habe ich mir gedacht, mache ich mal eine Käse-Sahnesoße mit Spaghetti. War auch übel lecker. Also kein Witz. War sau lecker und ich habe es, glaube ich, ein bisschen übertrieben, einfach mit der Menge. Ich hatte einfach Hunger. Und dann danach saß ich da, kurz vorm Stream sogar, saß ich da und habe gemerkt so, oh nee. Das wird nichts. Das war wirklich dann. Da ging den Schmerzen los, weil bei mir äußert sich Laktoseintoleranz eher in Schmerzen. Also wirklich so ein Bauchschmerzen. Und das wäre kein Spaß gewesen. Daher am Sonntag kein Stream. Leider. Thanks for all you've done, Valimar. I'll be counting on you if anything else comes up. So schlimm ist es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass die Schmerzen jetzt unerträglich wären, aber spaßig ist es auch nicht. Und mal davon abgesehen, bin ich das schon fast gewohnt. Ich kenne das schon seit Jahren mit den Bauchschmerzen. Das hatte ich schon seitdem ich ein Kind bin. Als meine Laktoseintoleranz noch gar nicht diagnostiziert wurde, habe ich immer so Frühstückszerealien, also so, keine Ahnung, Kellogg's Zeug gegessen am frühen Morgen. Und das halt immer mit Milch. Und damals gab es keine laktosefreie Milch. Und da habe ich dann teilweise wirklich fast alle 2 Tage lang muss ich zu Hause bleiben, deswegen. Don't worry, I will. We lost last time, but I know that's not all I'm capable of. As long as we're all together, I know I can get stronger. I eagerly await your results. Looks like he went to sleep. So, this is what the Great Ashen Knight looks like up close, huh? I've heard all manner of rumor about it, but I never expected I'd stand in the presence of a legend. I can't possibly begin to thank you enough. I don't know what I would have done if you hadn't come to my aid. Thank you. Really. And that goes for everyone else, too. Thanks for coming to rescue me, guys. We're just happy you're okay. So viele Leute hier. Just don't scare us like that again, alright? True. We were all on edge waiting for you to get back. Oliver und Lord Legram. Lord Legram, du meinst Viscount Arcade? Kamen zur Rettung aus dem Nichts. Ja, woher die auch immer kamen, ne? Das ist jetzt eine gute Frage eigentlich. And yet you somehow managed to come out unscathed with Her Highness in tow. You make it sound like it was easy. Well, easy or not, it was worth going on board. I got plenty of useful info out of it. So funny enough, I'd say their invitation worked to my benefit more than theirs. Ja, Arcade. Viscount Arcade. Victor Arcade ist ein voller Name. I guess there's no harm in looking at the positives now that all's said and done. Look at you, acting mature and all grown up. Brings a tear to my eye. Oh, hi, Torvald, du bist ja auch noch da. Looks like we have some catching up to do. I'd like to follow Reen's lead and extend my thanks to each of you as well. Thank you, all of you. Bitteschön. And, dear brother, it's a relief to see you safe and sound. Though I never pictured my great escape would end with you in this airship of all things. We did time our appearance fabulously, if I do say so myself. My only regret is that we weren't able to blow in with a storm of rose petals when we boarded them. Wo hättest du auch die Rosenblätter jetzt noch irgendwo auftreiben können?
Perhaps I should have asked Emma to look into the feasibility of making such a magnificent entrance. Oh man, that would have been so cool! Well, it's probably not impossible. Now you're just being silly. Sounds about right for our prince. Well, at the very least, I'd say we're clear of any immediate danger. And given this opportunity, I'd like to sit down with you to discuss our situation and exchange any pertinent information. But first, I think we have a few more reunions to celebrate. Reen! Hm? Ach ja! Waren ja auch noch da. Toa! George! I thought I heard your voices when we started flying away from the Die hab ich ganz Pantagruel. vergessen. So you were on board too? You bet. Good to see you, Ring. Whoa! Alle wollen sie was von Reens Titties. Das ist unglaublich. It's really you. You're really okay. No sooner had we found out that you were still alive, we got told you had been taken by the Alliance. We've been so worried about you. I'm a real troublemaker, aren't I? Sorry, Toa, but I'm glad to see you and George made it out okay. Everything I've said to you has been at the back of my mind ever since we parted Reen ways. Titties sind heiß begehrt, ja, im Anschein nach. And it's kept me going every step of the way. So, thank you. Oh. You remembered. You promised me you wouldn't die. And you didn't. We still need to work on that one, but I know you're not the kind of guy who'd go back on his word. See? Reen's a guy you can count on. Nice to see you're holding up okay. Still can't believe you made it through all that fighting in Trista in one piece, but... Well, here you are. Good to see you again, George. But how'd you two end up on the Courageous to begin with? We'll bring you up to speed once we all sit down for our meeting. There's a conference room on one of the upper floors. We can meet there when you're ready. Immer diese Audio-Aussätze, die immer mal passieren. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber es kommt bei mir manchmal an. Ganz seltsam. Hier bemerkt man die auch. Ja, also ich habe keine Ahnung, woher die kommen, was der Grund dafür ist. Courageous began its independent operations right before Heimdall was first occupied. Aber zum Glück sind die ja nicht so häufig. I realized what the Alliance was planning, so I gathered a skeleton crew, met with Viscount Arcade, and we hurried straight to Trista, where we found your classmates locked in combat with the Azure Knight. I see. I see. Die Rio von Shenmue heißt. That explains why you were in Trista. I shudder to think what would have happened if not for the Courageous's timely appearance. What have you been doing since then, Father? I hadn't heard anything about your whereabouts until now. Eventually, we were able to shake off the Azure Knight's pursuit. And we've been traveling around the country ever since, preparing to find you and take you on board. George and I haven't been here long. The principal managed to get in touch with the Courageous without anyone noticing and sent us here. He did? I hope he's still alright. By the way, what happened to Major Vander? You two are always joined at the hip. Ah, alas, he is currently indisposed. His military obligations have him heading up the 7th Armored Division in Western Erebonia. They're working with your former instructor, Major Neidhart, as well. With him too? So he's over in the West now. I should have known the 4th Armored Division's ace wouldn't get his ass kicked so easily. Oh, right. Dad said he'd heard from him too, remember? Still, the west side of the country contains Marquis Hyarm's Sutherland province, along with Duke Cayenne's Lemaire province. The fighting there would no doubt be even more fierce than it is here in eastern Erebonia. Correct. A large percentage of the Imperial Army's military strength still remains intact. But the Noble Alliance forces' constant attacks have put them at a disadvantage. On top of that, a number of townships in the region have been caught in the crossfire and suffered great losses.
That's terrible. I'd heard as much, but it still pisses me off to hear it. With the 3rd and 4th Armored Divisions occupied on the eastern side of the country, one can only assume the Noble Alliance intends to use that as an opportunity to crush the forces in the west. Yeah, but they're not stupid. I bet the army in the west is putting up a pretty good fight by themselves. It's too early to call things just yet. An astute assessment. The situation in the Western Theater could change at a moment's notice. Right. But that means we're Fühlt uncertain. sich alles ein what bisschen course zu to pursue. real an, oder? Jetzt in der momentanen Situation. And having said that, we have a question to pose to all of you. The question, really. Was wollt ihr zum Mittag? With the whole of the Empire caught in the throes of civil war, what exactly do all of you intend to do from here on out? Us? We were in the midst of discussing that when Rean was taken to the Pantagruel, in fact. This is a full-on war, and our fellow Erebonian countrymen stand on both sides. No one here is delusional enough to think that a group of students like us are capable of stopping it by ourselves. Ich würde mal aber vermuten, dass genau das ist, was ihr tun werdet. Still, during our field studies, we found ourselves up against the problems this nation faces again and again. And because we have that experience, I believe there's a place for us to change things in all this. A part only we can play. We may not be able to compete head-on with the Alliance, Aber als Cheerleader wären wir super. but together, we can move things in the right direction for Erebonia as a whole. Ja, noch was bei dir am Rumpiepen? Nee, das ist, glaube ich, einfach nur der Soundtrack hier. That was wonderful, Rean. Still, we aren't all gathered here for the same reasons. Be it rescuing Elise or settling things with Crow, we've all got something that we personally want to accomplish. But accomplishing those things won't be possible with the situation as it stands. And that's why, no matter how stacked the odds are against us, or how fierce the fighting becomes, Wir hätten eine Strichliste machen sollen, wie viele Reden Rean schwingt. we want to put everything we have into making all the difference we possibly can. And I think I speak for everyone in Class 7 when I say that. You bet. I agree We may all, Exactly. And what kind of class? As well as find. As Rean's Sounds like it'll be a... no biggie. We're class Kann man 7. alles überspringen. Throw in a few of Rean's trademark speeches and we're raring to go. Look at you kids. You all sound like you've really thought long and hard about this. That's the Class 7 I'm proud to serve. And you guys aren't the only ones who feel that way. Everyone at Thor's has something to bring to the table. Remember the Academy's motto? Arise, O youth, and become the foundation of the world. Oh, yeah, that's right. That was what Principal Van Dyke said to us at the welcoming ceremony. The words of Dreikel's the Lionheart serve to inspire us to this day, it would seem. Of course. They ring as true as ever. It's like you didn't even have to think about it. Yeah, you should be proud of yourselves. And it's true that Thor students are scattered all over the country right now. But I'm sure that each and every one of them are fighting too, and they feel the exact same way that you guys do. I understand, Your Highness. Indeed. I figured you would have already given it some thought, but I wasn't expecting such a stirring conviction. But I think this at least settles the matter of what course to take. If you would do the honors, Captain. As you wish. We're about to do something neither side would ever expect us to do. We're going to entrust this ship to you. From here on out, the Courageous is yours to command as you see fit. What? What? Nice. Father, would you mind elaborating? It means exactly what it sounds like. The operation of this ship will be left entirely to your discretion. I imagine your journey to make a difference in this war needs a home base to begin from. Well, yes, but... But then what will you do? We plan to disembark and make our way to the western provinces. Once there, we'll begin working with the 7th Armored Division and the other neutral forces in the region. The intention is to ensure that as few innocents as possible are harmed by this conflict.
I was actually worried this airship might prove a bit too conspicuous to aid us in pursuing that goal. But with us headed west, we'd be leaving all of Eastern Erebonia in your hands. Wow. I see. That does make the most logical sense. Wir haben unser eigenes Luftschiff. Es fühlt sich an wie so das Ende von einem Final Fantasy eigentlich, ne? Auch wieder so ein Anzeichen davon, dass dieses Spiel eigentlich, also dass die ersten beiden Teile eigentlich ein Spiel sein sollten. Kinda. If we've got the courageous, we could give our third faction some real weight. Neither side could afford to ignore us. I'm not even sure the guild could come up with a plan this wild. Well, it's fair to say I've learned a lot from the way the guild's members handle things, yourself included. Oh, and Alphen? Yes? I'd like to ask you to remain on board the Courageous as well. This ship is technically the property of the Arner household, fathers in particular. It should give them a certain freedom to act if they have concrete backing from a member of the Imperial family. Sie hatte ihre Rolle zu spielen auf der Pentagram für die Noble Alliance und jetzt muss sie genau dasselbe hier für uns machen. I'd be happy to. Henceforth, I, Princess Alphen Raisei Arnor, will guarantee the legitimacy of their actions. So do whatever you see fit to do. You have my full support. Thank you, Your Highness. Wow. We're truly honored to have you with us. No turning back now. Yeah. We hereby humbly accept custody of the courageous. Please, leave Eastern Erebonia to us. We'll be counting on you then. I'm looking forward to toasting your future successes. Ein Toasterofen oder? On that day, Class 7 was entrusted. Wow, so viel Text. Einmal von dir, Brother. Reens Aussage über eine dritte Partei zu sein, hätte mich zuvor irritiert, da ich eigentlich dachte, es sei sinnvoll, sich der imperialen Seite zu stellen. Aber dann hätte ich darüber nachgedacht, dass es eigentlich sinnig ist. Die Noble Alliance mit Cayenne sind kein Ganondorf oder Sephiroth. Sie wollen nicht die Welt zerstören, sondern einfach die Politik ändern, da die Imperialen für den Status Quo stehen. Nachdem der Kanzler verstarb. Die Kaiserfamilie bleibt bei beiden wo weiter an der Macht. Entschuldigung, jetzt muss ich gerade lesen. Naja, eigentlich wollen die Imperialen ja den Status Quo umstürzen. Und die Noble Alliance mit den alten Status Quo wiederhaben. Also es ist nicht ganz so falsch, dass die Noble Alliance immer noch die Bösen quasi sind, weil sie sind in dem Konflikt immer noch so der Aggressor. Wenn man bedenkt, dass dieser gesamte Konflikt mit einem Terroranschlag, mit einem Attentat an Kanzler Osborne losging, was ja von der Noble Alliance war, merkt man schon, also wer jetzt hier wirklich moralisch gesehen die Gute und die Bösen sind. Obwohl die Imperialen jetzt auch nicht wirklich als die Guten direkt anzusehen sind, auf jeden Fall. Man könnte höchstens einen Punkt machen über die imperialen Seite, dem Kanzler und die Reformisten, aber das kam wirklich nicht vor, ist kein Thema. Also ist es für mich nicht der Bewegungsgrund in diesem Bürgerkrieg. Im Grunde geht es in diesem Bürgerkrieg darum, oder jetzt in unserer Rolle, in diesem Bürgerkrieg, den Bürgerkrieg einfach selbst zu beenden. Es geht nicht darum, welche Seite gewinnt oder verliert. Es geht einfach nur darum, um diese Gewalt einfach zu unterbinden, dass es einfach nicht weiter eskaliert. Viscount Arcade and Prince Oliver decided they would disembark near Legram and travel to Western Erebonia across the lake. And after receiving the bare minimum of instructions on how to operate the ship, its bright-eyed new owners set course to Ebel Highway. I'm leaving you in charge of the Courageous's day-to-day operations. I don't doubt you'll make a fine acting captain. It would be an honor. Noah ist unser Kapitän.
Legt sie den süßen Hut auf? Ja. Ach, guck mal an, wie niedlich sie aussieht. So, how do I look? It really does suit you. The size is just right, too. Liegt daran, weil du einen übergroßen Anime-Kopf hast. Fortunately, I had a spare on hand that was a size smaller. Ich würde eher sagen, dass sie eine Größe größer bräuchte. Ist Tower denn groß genug, um das Ruder zu halten? Ich glaube nicht, dass das Schiff hier ein Ruder hat. In der Art und Weise. That is quite fortunate. You're kinda like a cute mascot, like a human Mishi. Perhaps we should capitalize on this opportunity with an irresistible line of Captain Tower merchandise. Würde mich jetzt interessieren. Gibt es Captain Tower Merchandise von Falcom? That sounds like a wonderful idea. We two are terrible. Gotta say that that's a nice touch, Tower. It really suits you. Yep, you definitely look the part of a captain with it. Ja, komm jetzt. Redet man nicht so viel. So you guys are taking off then? You'll be disembarking together with father, yes? Yeah, it was nice to help out until you guys got back together again. Now that you are, there's no use in me sticking around. Ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, was eigentlich die Hintergrundgeschichte von Torvald ist oder wo man die erfährt. Man erfährt die gar nicht in den Spielen. Es gibt einen Manga mit Torvald, der seine Hintergrundgeschichte ein bisschen erklärt. With the situation to the west what it is, I've decided to help out over there instead. I intend to return to commanding the RMP. I believe that's the best way I can contribute to bring this war to an end. Ein Manga für Torvald? Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es direkt für Torvald ein Manga ist, aber es gibt zumindest einen Manga, in dem er eine größere Rolle spielt. Aber seine Hintergrundgeschichte ist jetzt auch nicht so wichtig. Er war früher halt ein Schmuggler von illegalen Waren, bevor er zu einem den Bracern übergegangen ist. Mehr nicht. We understand. Bye bye, Claire. If you bump into Lecter somewhere, make sure you say hi for me. I'll be sure to do so. I have been entrusted with a number of research tasks by Chairman Irina, as it so happens. Oh, Dameron? Sorry für Torvald. Ich weiß nicht, wer Poe Dameron sein soll. So this is farewell for now. That doesn't sound shady at all. Ah, well, stay safe, alright? Whether you're a member of Ouroboros or not, it'll never change how you're our family's maid. Oh my. I am touched to hear you say so. Please, my lady, take care of yourself. Still, let's keep in touch, okay? I'm gonna keep gathering as much info as I can through the Guild's intelligence network. Not like Erebonia is the only place where strange stuff's going on now. True, I'm particularly concerned about what's happening over in Crossbell. Da läuft gerade Trails from Azure weiter. Anyway, I'll leave that to you. Give my regards to Miles. You know it. Thanks for everything that you've done for us. I'm sure that yada. Maybe working separately from now on, but I intend to do all I can right here. Oh, Dameron ist von der neuen Star Wars Trilogie ein Charakter, ein Rebellenpilot. Er war ein Schmuggler, nur ist ein Schauspieler, auch von Latino-Hintergrund, weswegen die Backstory bei ihm auch an unglückliche Stereotype herannaht. Star Wars. Whatever. Ich habe so 100% das Interesse an Star Wars verloren. Nicht, dass ich das jemals groß hatte, aber egal was Star Wars ist an Filmen, vielleicht wenn ich... Das Einzige, was mich halbwegs interessiert, ist das neue Star Wars Spiel, irgendwie Jedi Survivor, weil ich den ersten Teil gespielt habe und der hat Spaß gemacht. Aber das ist alles. Mehr interessiert mich von Star Wars nicht. Es geht mir so weit am Popo vorbei. Well then, it's time we bid you all Suddenly a back, fond farewell voice for now. acting. Chin up, Alphen. I'm counting on your charm to keep everyone motivated. May the goddess be with you. I look forward to the stories you'll have to tell when next we meet, Laura. Good luck, Father.
Thomas Aufstieg zum Kapitän war es nicht wert, so betont zu werden. Ja, das ist immer noch dieses alte Ding. Alle müssen immer noch mal einen Satz sagen, obwohl das überhaupt nicht notwendig ist. You think they'll be okay on their own? Only the goddess herself knows for certain. Still, with some already calling this a second advent of the War of the Lions, I can only hope they make it through unscathed. Unscathed. Oh, I'm sure they'll all be just fine. They don't bear the symbol of the horned lion for show. Yes, I suppose you're right. And the same goes for me, too. I can't very well call myself a Thor's alumnus and fail to deliver. Well, well, are we birds of a feather? Proud Thor's graduates unite. I'll be in touch with them plenty in the coming weeks, so don't worry. The old guard will do as it must to keep watch over the young and vigilant. Ja, Sharon ging auch von Bord. Sie soll auch irgendwas erledigen. Was auch immer das war. Speaking of the old guard, Chancellor Osborne was also a Thor's graduate, was he not? Yes, he was. Sorry to say, I can't picture it. Was he now? Gingen alle an dieselbe Schule. He and I may have had our differences, but I still feel a certain loss with his passing. I'd like to express my condolences to you while I have the chance. I'm afraid I never had the chance to truly get to know him. But there's no doubt in my mind that he was one of the greatest men of our time. Thank you. Still, it must be tough for you with Heimdall under the Alliance's thumb. Were you able to find out where his funeral was held? Actually... Captain? Is something amiss? It's just that I received a strange report on that very issue. Hmm? I was told his body was taken into the custody of the Imperial Guardsmen when the city was occupied. But then after that, it simply disappeared at some point. Selber Osborne Kopf an dem Körper eines Schülers mit der Zombie Osborne, scheinbar. Disappeared, you say? Is it possible the reformist faction could have taken it from them? I'm afraid I don't know. It is possible that the Intelligence Division did something to that effect. Warum würden die den Körper klauen wollen? Was wollen die damit? A disappearing corpse is certainly cause for concern. It's difficult not to draw parallels with the Lance Maiden's sudden death following the War of the Lions. Unbelievable. I'm almost impressed how much trouble one man can stir up, even from beyond the grave. He had so many plots in motion, I doubt even his death put a stop to them all. Oh, ich sehe gerade, wenn man die Link-XP mit entweder Claire, Sharon oder Tova besonders hoch bekommt, auf Level 3, hätte man noch Items von denen bekommen, also Accessoires. Oh, schade, die habe ich nicht bekommen, weil ich nicht weiter erhöhen konnte. Ich glaube, ich muss wirklich mal das New Game Plus dann einfach machen bei dem Spiel hier. We are currently cruising at a speed of 3000 SPH. 3000 Zippe. Nothing abnormal detected on the radar thus far. Ach, sie sieht doch süß aus mit dem Kapitänshut, Detour hä? around the Twin Dragons Bridge, staying within the clouds. Take extra care that we aren't noticed by the Noble Alliance's surveillance. Yes, ma'am. Wow. She's a real natural at this. Yeah, it's hard to believe she's only been in the position for a day. Indeed. She has proved a worthy captain in Father's place. As if anyone could fit the role better than our student council president. Alle müssen sie noch was sagen. Ja. And besides, so today's the day we start our journey anew, right? Right. We settled Alisa, what we'll dein be doing Outfit last sieht night. immer noch so seltsam Now all aus. that remains is to do it. Es ist so... Alle Outfits sind irgendwie in Ordnung, bis auf Alisa und Vieh. Das ist ganz, ganz komisch. Warum brauchen wir jetzt ein Flashback für sowas? Well, Toa and George should be able to handle the day-to-day running of the ship, so that's out of the way. And whatever we decide, it's not like we're going to be able to do anything major today. Still,
I think it's time we start hammering down exactly what we're going to be doing from tomorrow onward. In theory, the Courageous gives us the ability to fly around the whole country with ease. Und das ist eine coole Sache. Wir können wirklich durch Ost-Erabonia einfach hin und her reisen jetzt. But, in reality, the Noble Alliance has control over most of Erabonia, so we're limited in where we can actually go. Yeah, we don't want to risk getting too close to Alliance territory. We'd run the risk of being captured, or even worse, being shot down. It's sad to think how we barely have anywhere we can land with an amazing airship like this at our disposal. Care to share your thoughts on this, instructor? Oh, you kids can just do whatever you want. I lost the will to put in any effort after Captain Classy got off. Oh, das solltest du nicht sagen, während seine Tochter noch im Raum ist. You slacker. I'm pleased that you think so highly of my father, but... Maybe Laura can hook you up with a one-on-one lecture on the Arcade School of Courtsmanship, if you know what I'm saying. Miriam, sprich das aus, was wir alle denken. I was kidding. In all seriousness, if you need more people fighting in whatever you end up doing, I'll be happy to help you out. Just don't forget that the Courageous was entrusted to you kids, not to me. If you want my advice, then you got it. But you need to be able to make all the important decisions on your own. Of course. You almost sound like an instructor for once. Getting back to the matter at hand. We don't need to decide everything right at this moment. What say you to figuring out how and what for now? Come again? I assume what would be our overall goal. Something realistic that we can all work together towards. And the how would be a basic idea on how we intend to achieve it? Uh-huh. It's a little trick we use in the student council. It's easier to get motivated when you have a specific goal in mind. You guys were doing the same kind of thing in the weeks before the Academy Festival, remember? The concert was what you were working toward, and all your other planning was how you intended to pull it off. I see. That makes sense. We did spend a lot of time before and during the festival working out all the details, come to think of it. Not to mention taking care of the things we couldn't plan, like the strange stuff at the old schoolhouse. We were coordinating with all of the other classes and clubs at the same time, too. When you break it down step by step, we did so much without even realizing it. Wir erobern den gesamten Kontinent Zemuria. Ja, genau. Mit einem Luftschiff. Das wird bestimmt gut funktionieren. And we may have our own personal goals right now, but if we can wrap those up into one overarching goal, it won't seem half as much. How about making it something related to the Academy itself, then? I was thinking the exact same thing. I wonder what's happening there. Toa, George. The Academy is currently under the Noble Alliance's control, right? That's right. The staff and students who are there are doing what they can, but... As you know, during the attack, a lot of the students managed to flee Trista and are now scattered across the country. Now, most of the upper-class students chose to stick it out, though. They've got no reason to fear the Alliance, being nobles and all. All right, then. I think our what should be taking back the Academy. That sounds good to me. The Courageous will serve as a good means of transport, but we'll need a proper base sooner or later. Macht Sinn. But with it, we can get a better look at the current state of things in Erabonia and try to reach out to those who are in need. And whatever information we learn along the way could bring us that much closer to liberating the Academy. Can't see taking it back going that smoothly, though. No doubt. It's near the capital, so its defenses are gonna be rock solid. Still, I like it. What goal is more worthy of us than reclaiming something we hold so dear? Indeed. Regardless of personal motivations, I can't think of an objective more fitting to us as a group. And if we actually manage to achieve it, the sky's the limit for us. I'm genuinely moved by your positivity. Well, their optimism is probably their strongest point. We were thinking of something along the same lines, in fact, so it works out. And hey, if we all thought about it, what's to stop the others from thinking it too? So if you happen to bump into anyone who escaped from the Academy, why not go and ask them to join us? Wir haben ja schon welche getroffen, I'm ne? not saying it has to be your primary focus or anything, but the more people we have on our side, the better. That's a great idea. Yeah, we'll be sure to keep an eye out.
We have about the bare minimum crew we need to fly at the moment, but it's not like this is their full-time job. I'm sure our current staff won't be here forever, so we're gonna need a few extra hands on board at some point. Ideally, we could have whoever's here now stick around long enough to train anyone we end up recruiting. I know our numbers are small right now, but the more people we can get on our side, the higher chance we stand of making Trista and the Academy our home again. And I don't know about you, but I get this weird sense of satisfaction knowing that we students are gonna be the ones to do it. I know the feeling, actually. Everything works for me. I'd say that's our hub. Agreed. To wrap all this up, we'll use the Courageous as our base and as a way to get a good idea of the current state of things in Eastern Erebonia. Along the way, we'll try to recruit as many fellow Thor students to help us out as we can, all for the sake of our primary goal, taking back Thor's military academy. Okay, können wir jetzt? Nein, wir können noch nicht. Aber jetzt muss ich wieder vorlesen, oh je. Well, I suppose what we need to decide next is where we should head for first. Yeah, we don't have many places we can go at the moment, but there's Legram, Emir, the North Highlands. We're able to land at the 4th Armored Division's base too, right? Yeah, I asked Ed about that yesterday and he's fine with it. Probably better for us to swing by all of them once, really. Oh, almost forgot. Prince Oliver sent you a few requests to take care of. He did? Oh, joy. The details are all right behind you. Behind us? Ein Computer. There's an orbital computer here. I've only ever really used one in class. No need to fear. Technology doesn't bite. Plus, it'll be easy in the long run for you to grab stuff from there. So go on, take a look. Sure. Oh, lucky us. These are made by the Epstein Foundation, so they're identical to the ones we used in class. There we go. So tippe ich auch immer. Müssen wir Weiber wieder helfen? Ich glaube, wir müssen ein paar Weibern irgendwo helfen, aber ob wir Weiber selbst helfen müssen, weiß ich nicht. Something's popped up. This is how everything's displayed? Ja. Okay, wir haben einiges an Nebenquests. Monster Madness. A large mysterious monster has appeared on the Highlands. We would ordinarily have asked Lacan to take care of it. Okay, das ist einfach ein Monster in den Highlands. If so, you can find me talking with Win in the Lakeside Cabin. Find our first years. Das ist eigentlich so mit der Hauptangelegenheit. I figured out where a few Force students are. I know it's important to get them to join us, but I just want to make sure our first years are safe. I'll be checking on Monica, Mint, Casper and Vivi. Ein paar davon haben wir ja schon gesehen. I'm pretty sure they're making great additions. Without leave, a civilian we had taken into our protective custody has vanished. Would you be willing to offer us a few more sets of eyes as we look for him? Speak with me at the camp for further details. And Craig. Oh, in Aurelia Fortress. Badass in danger. Party's in trouble. Those damn noble soldiers, they damn it. I'll tell you at the inn in Legram, okay? Hurry up and get over here. Cargo. Den erinnere ich mich nicht. There's one from North, one from Legram, Guerrilla, Proving Ground. Seems we've got plenty of work in store for us all over the country. How I wish it were my imagination, but I think I saw a depressingly familiar name in one of them as well. I'm kind of worried about the one Dad sent us. I don't think we can ignore that unusual monster that's appeared in Nord either. Ja. Komm, ihr redet alle viel zu viel. He's a guy with plenty of connections, especially through the Bracer Guild. He said he is going to finding stuff like that he thinks you can handle and send them your way. How many you end up doing is up to you, but I'd recommend taking care of the more urgent one at least. Ja, komm, das ist jetzt einfach... Komm, bitte. That sounds fair. And need it. Okay, wir können alle nutzen in der Truppe, also... Wir brauchen Gaius dabei, weil wir natürlich nach Nord müssen.
Sarah muss immer mitgenommen werden. Laura muss immer mitgenommen werden. Elliot ist auch immer sehr nützlich. Und... Uses, um ganz ehrlich zu sein. Einfach, weil er einen sehr guten Buff hat mit der Noble Command. Get going! Let's go, 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 go. Awakening Lions. Wir sind endlich in Akt 2 angekommen. Das hat jetzt so ewig gedauert. Meine Fresse. Fast eine Stunde haben wir jetzt noch im Dialog gesessen. Probably do as the instructor recommends and tour the facilities on board at least once before disembarking. Oof. There's not much, but it'd be smart to go see George in the ship's hold and pay Valimar. Ja. You can now view the student info tab in your notebook. Okay. Sind wir denn jetzt überhaupt? Hier ist die Brücke, ne? Ja, genau. Haben wir noch ein paar Leute, die für uns fliegen, das ganze Ding. Also müssen wir jetzt jedes Stockwerk einfach mal abklappern, um zu schauen, wie es hier so aussieht. Ich dachte, mein Audiomixer wäre hier runtergefallen. Jetzt ist er runtergefallen. Ich muss ihn mal anders platzieren. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gehört, dass es irgendwie mit den Kabeln hier komisch wurde. Aber gerade ist mir mein Audiomixer vom Mikro runtergefallen hier. Am Schreibtisch. Okay, was gibt es hier zu tun? Hier ist der Konferenzraum. Uses ist hier, mit dir will ich nicht reden. Das will ich generell eigentlich nie. Ranged Combat Training Room. Können wir nicht machen. Das ist der Schwertkampfraum anscheinend. Hat er Schwerter hier und Speere und Messer. Alles normal. Sehr gut, sehr gut. Das ist nur... Das ist alles blöd platziert hier gerade. Ich habe mir was besorgt, wo ich vielleicht mein Mikrofon besser oder ein anderes Mikrofon hier besser anbringen kann, damit das alles ein bisschen besser ist. Dass ich eben nicht die ganze Zeit diesen Mikrofonarm hier an meiner Seite habe, der mir immer so ein bisschen im Weg ist. Das dürfte jetzt noch diese Woche ankommen. Mal sehen. Arts Training Room. Das können wir alles noch nicht nutzen, weil jetzt ist dieses Spiel auf einmal Suikoden geworden. Wir müssen Leute rekrutieren, damit wir das Zeug benutzen können, alles. Der Royal Room. Wow. Übel royal hier alles. Was hast du zu erzählen? Irene. Highness. What's that document you've got there? Oh, just a little formality I need to get through before we really get started. It's to show that control of this ship has been temporarily passed from our family to you. Ja, aber es kommt ja bald, ne? Oder? Gab es nicht noch irgendwie, wann... Gab es kein Release-Datum für das Remaster? Die Suikoden 1 und 2? Come to think of it, I never did thank you for saving me on the Pendant Rule. Properly, I mean. Thank you very much, Reen. I truly never expected that you would be my knight in shining armor. That's not something I need to be thanked for. Gab einen vermeintlichen mit Leaks, aber das war im März. Das hat sich als falsch rausgestellt. Okay. Ich dachte, da gäbe es schon ein Release-Datum für. Naja. I've completed half of that task and now I've got to finish the job. Ja. You can now read the Order of the Phoenix Wings on the Royal Room's bookshelf. What? An award granted only to those who have independently and voluntarily strived to better the lives
Of others across the land. Ah, okay. Das sind die Belohnungen, die wir bekommen können. Für verschiedene Sachen, die wir im Spiel machen. Allerdings müssen wir die auch erstmal erreichen, bevor wir denn diese Medaillen bekommen. Okay, was soll's? Stops! Yep, Shops. Storage Room. Das wird gestoraged. Kann man schlafen. Neben dem Storage Room, falls man in der Nacht noch Hunger bekommt. Habe ich eigentlich die gesamte Truppe? Ah, ich habe die gesamte Truppe. Ich will nämlich mal was schauen, wie jetzt eigentlich die Outfits noch aussehen, die wir jetzt denen geben können. Vielleicht können wir doch noch mal ein paar anderen mit so was Besseres. Nee. Ich meine, das hat immer noch was. Das hat echt schon was Schickes. Aber ich glaube, ich brauche bei dafür. Was hat er eigentlich? Oh. Er hat dieselben Hotpants an wie. Auch dieselbe Größe fast. Nee. Laura. Oh, ganz süß. Oh. Oh, das hat was. Ein Sommerkleidchen. Schick. Irgendwie. Nee. Nee, Justus, das funktioniert bei dir nicht. Dazu bist du nicht edgy genug. Elisa, das wollte ich eigentlich. Mal sehen, was hier eigentlich. Okay, das ist schon besser. Das weniger. Und das gar nicht. Das hier gefällt mir irgendwie besser als Outfit als ihr normales. Ganz ehrlich, das sieht einfach ein bisschen normaler aus. Immer noch in diesem kurzen Röckchen, das immer noch so ein bisschen fragwürdig ist, aber immerhin sieht sie nicht aus wie irgendwie ein Pop-Idol aus. Hart hin und Mist, die Kleiderwahl, ja. Also das hier geht, ich würde fast sagen, dass wir damit bleiben, oder? Weil das sieht wenigstens normal aus. So ein Abendkleid oder was. Das ist ja süß. Die nach wie vor... Wenn sie nicht diese hässliche Mützen immer auf hätte. William? Oh nein. Aber das ist knuffig. Das ist irgendwie süß. Nee, das ist kein Virgin Killer. Das ist einfach nur ein gewöhnliches, einfach Pullover-Kleid. Also das ist ein bisschen... Für einen Virgin Killer da ist zu viel Stoff. Hat ein bisschen was von dem Kleid von Ada Wong in Resident Evil 4 Remake jetzt. Nur in Rot dann halt. Okay, also es wäre schön, wenn Vieh eben ein besseres Outfit noch hätte, was keinen Hut auf hat. Und das hier sieht halt alles scheiße aus. Aber wenigstens hat Alisa ein bisschen was Besseres. Normaleres. Was können wir dann bitte kaufen? Oh, neue Waffen. Das machen wir doch glatt. Wo ist die Karles Schwert? Na, das wird jetzt ein Spaß.
alle anderen müssen jetzt erstmal nicht ausgerüstet werden, glaube ich. Den Rest habe ich jetzt so da, wie ich ihn brauche. Davon kann ich mal noch kaufen. Gut. Mehr kann ich jetzt hier nicht kaufen. Der Shop ist auch noch zu. Also es ist alles, es fehlt hier noch an allem so ein bisschen, muss ich sagen. Also das ist halt auch der Hintergrund jetzt, worum es hier geht. Wir müssen jetzt wieder neue Leute rekrutieren quasi, um auch unser Zeug so ein bisschen freizuschalten. Hi Vogel. Du hast aber nichts Wichtiges zu sagen. Also es hat wirklich was von Suikoden so ein bisschen. Was eigentlich ganz interessant ist. Gerade nochmal wegen Suikoden nachgeschaut. Offiziell nichts bekannt gegeben, aber in Taiwan wurde die Alterseinstufung bekannt gegeben, weswegen man annimmt, dass feste Daten wohl alsbald rausgekommen sollten. Ja, okay, dann haut das ja hin. Wurde nicht auch irgendwie Armored Core 6 in Korea jetzt eine Alterseinstufung bekommen, was natürlich auch heißt, dass es von Armored Core bald was geben wird? Hier sind noch ein paar Shops. What the fuck? Hier ist ein Billardraum und meine Snowboards. Ach, hier kann man Blade spielen. Nee, blöde Kartenspiele. Energy Drink. Kaffee. Der Kaffee heilt Schlaf und Albtraum. Das ist ja auch sehr schön. Haut vollkommen hin. Das macht Sinn. Hier ist Arztstation, wie es aussieht, ja. Die Bibliothek? Ja, okay, das brauche ich mir jetzt auch nicht alles durchlesen. Lore brauchen wir jetzt nicht unbedingt uns. Hier hat jemand Hunger, anscheinend. Das ist hier Computerraum. Oh. Oh, wow. Der Hackerraum quasi. Aber hier ist gar nichts? Und Orbital Factory Hold. Da können wir auch gleich auch unsere Waffen aufrüsten. Und ich glaube, hier ginge noch was anderes. So, Armored Core 6, ja, da sind Leaks in Korea rausgekommen. Artbook rausgekommen, weswegen man wohl das Restart und besser einpendeln kann. Ja. Wird interessant. Also Armored Core ist ja so, wo ich dann doch interessiert dran bin. Ich habe die Armored Core-Reihe nie so groß gespielt, um ehrlich zu sein. Aber ich besitze ein paar davon und ich habe ein paar, also ich wollte die ausprobieren. Ich habe es ja jetzt letztens mal versucht, Armored Core 1 auf der PS1 einfach mal zu spielen. Es geht gar nicht. Die Steuerung ist halt noch vor der Zeiten, als es Analogstick gab. Und da kam ich überhaupt nicht mit klar. Da war völlig aufgeschmissen. George of the Jungle. Hey George, everything doing okay here? Yeah, the Orbital Factory is all ready for use. So if you need any work done on your orbments, don't hesitate to let me know. Thanks, I'm sure we'll be taking you up on that very soon. By the way, you're one who brought the orbital bike on board, right? Guilty as charged. I figured it'd come in handy at some point. It was still in good condition thanks to uses, but I did make a few modifications to it. Modifications? Like what? Oh, I changed a few parts so that they'll be better suited for riding off the road. So now you should be able to ride it on rougher terrain. Nice. Feel free to take it for a spin. Anytime. We can ride wherever we want, really? You can now ride the Orbital Bike by pressing, ja. Also wir können jetzt entweder da bei manchen Stellen entweder das Bike nehmen oder das Pferd.
Wer dann überhaupt jemals das Pferd nehmen will, keine Ahnung. Oh! Wir können ihm sogar andere Haben geben? Okay, das habe ich ganz vergessen. Gibt es neues? Oh, es gibt ein neues Master Quartz. Murakumo. Yellow Coloring. Sidecar Unit. Oh, ich kann das Sidecar Unit kaufen. Oder wir können unser Bike gelb machen. Ich will unser Bike eigentlich nicht gelb machen, aber hey, wenn wir es da haben, haben wir es da. Man weiß ja nie, wann man mal ein gelbes Motorrad braucht. Langsam geht es aber auch wirklich so los, dass ich mal hier das Zeug hier machen muss, ne? Man hat immer zu wenig. Es reicht halt wirklich nie aus. Das Sipith ist wirklich, bis man das alles fertig hat. Kann ich gute Quartzes irgendwie herstellen? Aber ich muss auch hier dann irgendwann... Einfach automatisch jetzt erstmal. So. Und das kümmere ich mich dann irgendwann mal. Modify Ornament, Customize Weapons. Da haben wir es. Okay. Hätten wir das? Wo ist jetzt mein Bike eigentlich? Ist das hier in dem anderen Raum? Was geht denn das? Da ist es. Customize Orbital Bike. Nee. Walli, Waldemar, sag du mal was. Greetings, Awakener. Hey, Waldemar. I take it your mana has recovered a little now? Affirmative. It stands at 50% replenished. I see that a new power has awakened within you as well. Aha. I don't know if I call it new exactly. Bitte färb mich nicht gelb an, Awakener. Das wäre auch wirklich gemein. But thanks to everyone's help, it finally feels like it's a part of me, if that makes any sense. Still, I need to keep practicing using it. I can't have a repeat of what happened about the Pentagruel. You appear to be aware of your own limitations. Much like how you learn to better synchronize with me through practice, humans must improve their specifications through similar means. You need only to work towards improvement to gain optimal proficiencies for the battles to come. Yeah, I suppose you're right. I can't help but feel that one day this power will be useful to me as an Awakener too. I won't be able to use it all the time, but I'll do what I can to get better at making use of it. Look forward to it. Reen can now use the craft Spirit Unification. Using this craft allows Reen to unleash the power within him and fight for several turns in that state. Activating it cures all status abnormalities and increases Reen's Strength in Battle significantly. Also wir haben einen Buff, wir haben einen ordentlichen Buff jetzt bekommen. Und unsere
Crafts werden jetzt auch anders, haben dann auch andere Namen. Und da ist noch ein kleiner Spoiler in dem Erklärfenster da gewesen gerade. You can now use Quick Travel in the Courageous by pressing the Green's Devil Trigger. Quasi. Im Prinzip kann man das so nennen. Ist gar nicht falsch. So habe ich es ja auch bei meinem Video genannt beim letzten Mal. Aber hier, Spirit Unification. Unleashes the power sleeping within Reen. Strength, Defense, Speed plus 50%. Also es ist ein ordentlicher Buff. Es ist ein richtig guter Buff. Der kostet zwar auch ordentlich, der kostet irgendwie 100 CP. Aber der lohnt sich. Bisweilen. Okay. Wir haben jetzt, glaube ich, hier nichts zu tun, außer wieder auf die Brücke zu gehen. Alright, I think I've seen all the key on-board facilities now. Now all that's left is to tell Toa where we are going next. Hello. Talking to Toa in the captain's chair will allow you to both select a destination and organize a party. Regardless of who is selected as Reen's support in battle, Reen will tour the Courageous alone. How to board? After landing, you can board the Courageous again by pressing the square button to access the navigation. Okay. Won't be available in dungeons or select portions of the story. Checking, reporting quests. Aber etwas, was mir gerade einfällt, wir können natürlich jetzt haben wir unsere gesamte Gruppe da, jetzt können alle kochen, ne? So, aber Tor am Kapitänssitz lässt mich nur ans Meme denken. What's with that sassy lost child? Hey. Und hier ist auch wichtig, oder interessant, es gibt nämlich hier einen Trick. Wenn man nämlich hier die Onigiris macht, die salzigen Onigiri, kann man mit Reen, ich glaube, es dürfte mit Reen und mit Emma gehen. Wenn man die mit Reen macht. Okay, let's give this a try. Öl Onigiri? Okay, das reicht nicht. Es gibt das Beste, das in der oberen Zeile dann eben, in der obersten Zeile zu sehen ist. Das ist dann, glaube ich, wie heißen die? Tri-Colored Onigiri, genau. Also diese dreifarbige Onigiri, wie auch immer das aussehen soll. Die kann man verkaufen für mehr Geld, als die Zutaten für den Onigiri kosten. Das heißt, wenn wir jetzt 99 Salz und 99 Grains kaufen und einfach übel viele dieser Onigiri machen und die dann wieder verkaufen im Shop, können wir dann damit mehr Geld machen, als wir ausgeben für die Zutaten. Das heißt, wenn man das für eine Stunde lang macht oder sowas, haben wir dann einfach potenziell unendlich viel Geld. Das ist einfach ein Geldfarming-Trick. Der funktioniert in späteren Teilen dann leider nicht mehr, aber im ersten und hier im zweiten Teil geht das noch. Request, Student, Settings, Dress Up. Wir können ihr Toas Kostüm ändern. Brille? Nein. Auch nicht. Nee, auch nicht. Auch nicht. Das hat irgendwie was. Das hat sehr was. Das ist sehr schön. Und das erst. Oder ein Monokel? Nee. Aber ganz ehrlich, so eine Brille? Ja, können wir ihr geben. Das Brille steht ihr. Ich erinnere mich an den Glitch aus Dark Souls, wo man mit Patchens leuchtende Steine für nichts abkaufen kann und die mit Gewinn an Fremd verfüttern kann. Ja, ungefähr so. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Hat man später rausgepatcht. Es ist exakt so. Angel Set, Fairy Set. Der Kapitän mit Katzenohren. Oder Hasenohren. Oder schwarzen Hasenohren. Ride along Estelle? Nee. Aber die Brille belassen wir. Irgendwie steht ihr die Brille. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat das was.
Student Information. Nee. Check Quests. Nee. Report Quests. Wir haben nichts zu reporten. Okay, also würde ich sagen, dann legen wir los, ne? Muss mal schauen, was jetzt uns noch alles so gezeigt wird, was eigentlich alles hätte machen müssen, aber das alles, was ich jetzt gemacht habe, ist schon so ziemlich das, was ich hätte machen sollen. Und der Walkthrough sagt mir, dass es jetzt vielleicht ganz gut wäre, zu der Guerilla Fortress zu gehen. Choose a destination. You can now travel to Emir using the Courageous. You can now travel to Nord, VPN. Travel to Guerilla Proving Ground. You can now travel to the remains of Guerilla Fortress. The Gram kann man auch hingehen. When you've decided where you want to go, let me know and I'll take you there. Will do. Where do you want to go? Okay. Also in Legram gibt es Sachen zu tun. Bei den Proving Grounds gibt es was zu tun. Im Watchtower gibt es was zu tun. Bei Lake Ackermann gibt es zu tun. In Emir gibt es nichts zu tun. Dann gehen wir zum Proving Ground. Dort können wir uns ein Rezept für einen Tomatenburger besorgen. Nice. Hey! Rex, du bist auch da, der Fotograf, der perverse Fotograf. I don't know if it's any crazier than getting photos on the battlefield. Sounds like you've been putting in a lot of legwork. Anyway, given what we just happened to run into each other and you know what we're doing, want to join the Courageous? Me and the Courageous? Seriously? But worse ideas. But also better. Nette Karte von Erebonia ist die schick, ne? The more the merrier. Really know how to tempt a guy, but nah, I'll pass. Maybe another day. Nah? What do you mean, nah? Look, I put a lot of thought into what I can do to help this country when it's slowly sinking into hell like this. Then I realized I'm a cameraman with all the media control. I'm one of the few people who can capture the truth of this war. Oh, wow. Da hat einer seinen moralischen Kompass gefunden. Clearly given the... Wow, nice. Character development! Oh, Tank Officer Virginia. Tomatenburger. Können wir jetzt machen. Wunderbar. Recruit Monica. Okay. Jetzt muss ich hier die Leute alle finden, ne? Zoom. Hier ist die Nebenquest. Wegen dem Monster, glaube ich, ne? Ach nee, der Missing Civilian, genau. Ja. Nebenquest, wie gesagt, überspringen wir alles. Okay, was wird uns jetzt eigentlich direkt gesagt, was wir tun? Leave the building and gather some information. Okay, also ich muss Info sammeln. Hallo? Gib mir Info, Bitch. Danke für die Info, Bitch. Du gib mir auch Info, Bitch. Danke. Hier ist Monika. Die wollten wir ja eigentlich mit abholen, ne? Laura and the rest of Class 7 too? I've been looking forward to seeing you again for quite some time now, Monika. I'm so glad to see you're safe and sound.
Same to you. I've been so worried all this time. I'm happy to see you were able to find the rest of your classmates. Yeah, we are all finally here, actually, blah blah blah. But we didn't come to tell you that. There's actually something we wanted to ask you. Me fight as a part of the courageous crew? I'm glad you took the time to come out and find me, but I can't imagine I'd prove all that useful to you. Maybe a military academy student, but I'm not exactly a natural brawler, especially compared to you, Laura. You don't have to take up a sword and come fight with us, though. Queen's right, even in the military, not every soldier stands on the front lines with a gun in hand. Success comes, yeah. Having no one else at ease, allowing me to fight at my very best. Die kann kochen! Das hilft doch schon mal sehr. I look forward to having you on our side. Diese Köche sind gerade in der Armee. Wer hat das nicht mal gesagt? An army marches on its stomach. A young man who's in Campbell mode, yes, he doesn't have me from time to time. He always seems so sad. I tried to break up the conversation with him this one time, thinking it would cheer him up. And it did too. He went out seeming all cheerful and motivated afterwards. Sounds like we're dealing with a pretty simple-minded guy here, don't we? Anscheinend war es Napoleon, der das sagte. Was Sinn macht. Ja, es haut auch wirklich absolut Sinn. Moral ist sehr, sehr wichtig bei sowas. We don't have too much to go on. Wir ruhen uns auch mal eine Runde aus, um ein paar CP aufzufüllen. Okay. Gut. Hier ist noch jemand, ja? Da bist du. Hallo. Emmans. Okay. Und Travel to Guerrilla Fortress Ruins. Da sollen wir hin. Oh, hier sieht es immer noch unheimlich aus. Mit den Löchern und so. Das ist wirklich so krass, wie die Löcher aussehen. Das ist so wie eben einfach mit so einem Eiscreme-Löffel rausgeholt. This is all that's left of Guerrilla Fortress? It's a shocking sight. It's not as though we had any real personal attachment to this fortress, but to see this happen to it... Whatever weapon Crossbell used, it defies human comprehension. Still, this is no time to feeling overwhelmed by the scenery. We need to focus on finding that missing civilian. How about we start by combing this area? There's a whole lot of ground to cover, but we're just going to get on with it. No? I felt like I just sensed something strange. Maybe it was just my imagination? Ja, hier wird's gefährlich teilweise, sogar ein bisschen. Weil dieses Spiel hat auch noch optionale Bosse diesmal. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon auf den treffen können. Webbriefmasse ist immer sehr schön. Kann man immer gebrauchen. Oh, isn't this a pleasant surprise? There's a treasure chest here. Ich glaube, das ist hier immer noch. Ist hier noch nicht. Habe ich gesehen, eine Trial Chest, das will ich jetzt nicht machen. Ich kann noch hier das Bike benutzen.
Da ist er. Ja, auch Crossbow mit seiner Barriere da im... Vicky, where are you? There, say something. Who are you? Wait, I know you. You're those students who helped me a few months back. Okay. Don't tell me you forgot me. You came to my aid when I was all lost by Oroc's Fort. Ach du meine Güte, den Typen, den wir komplett nach Berea zurückbringen mussten. Ja, der war wirklich echt verloren in der Wildnis. Ja, genau. Unwichtig alles. Wir lassen die einfach jetzt mal hier labern und dann zurückgehen. Und da wird uns jetzt was gezeigt. Anton, weiser Name, is resting in a mess hall at the moment. He's been warned not to go, not to cause any more trouble, so no problem. Auto leave. Wohl komplettiert. Aber was war das gerade, was wir da gesehen haben? Gehen wir mal zurück und schauen es uns mal an. Da hat sich irgendwas rein teleportiert. Oh. Oh je. Dieser Gegner ist ein sogenannter Cryptid. Das heißt, dass man diese Gegner potenziell besiegen kann, jetzt in dem Moment, in dem Zeitpunkt, wo wir uns gerade befinden. Levelmäßig. Es ist aber weniger wahrscheinlich. Also. Aber ich habe jetzt mal gespeichert und ich denke mal einfach. Wollen wir es einfach mal ausprobieren, hä? This one looks like a toughie. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, ist egal, dann lade ich einfach den Speicherstand neu, ne? Also ist drauf ja, das sieht doch schon mal gut aus. Machen wir mal unsere Spirit Unification. Oh, mein Devil Trigger. Er hat 241.000 HP. Burn to ash. Fall. Now's our chance. Let's go, everyone. Leave it to me. Understood. Also 600 HP Schaden macht das. Hier 108, das ist ja wirklich gar nichts. Tolle. Kameraperspektive hier gerade. Let's move.
Ja, also wir sehen, der Kampf, Flop. Das wird nix. Here I go. Wir sind so gar nicht vorbereitet auf den. Ja, war klar. Ist aber auch wirklich nicht nicht verwunderlich. Das ist wirklich mehr so ein optionaler Superboss. Wenn man die besiegt, bekommt man aber auch wirklich was Gutes. Kann ich schon mal sagen. Aber das machen wir am Ende des Spiels. Gut, dass ich vorher gespeichert habe, allerdings. Das heißt, dass der Gegner hier eher so der empfohlene Level ist bei Level 100. Also, wir sind Level 75, wenn überhaupt. Darius ist gerade bei Level 70, also das wird nichts im Moment. Aber nur einfach, um zu zeigen, dafür ist, dass es den gibt. Und er ist nicht der Einzige. Ne? Oh, halt, ich muss zurück. Ich muss woanders hin. Da, gerne. Da. Head out to Guerrilla by Road. Also hier. Let's get going. Miau. Spieler, die auf Herausforderungen aus sind, haben was damit. So herausfordernd sind die gar nicht. Wenn man erstmal das richtige Level erreicht hat, ist das gar nicht, sind die gar nicht so schwer. Um ganz ehrlich zu sein. Okay, wir müssen zur Byroad 1. Wird mir hier gerade gesagt. Oh, Pelikan. Okay, die Gegner kann man ja wirklich sich einfach mal stecken lassen. Byroad. Okay, wir müssen wirklich den gesamten Weg hier. Weil hier ist irgendwo was. Da oben, da sind grüne Ausrufezeichen. Und grüne Ausrufezeichen sind gut. Die wollen wir haben. Die gefallen uns. Die sind lecker. Ah ja, wir sehen schon, die Gegner hauen ab. Ah, okay. Hier haben sie sich versteckt, quasi. Um vor der Noble Alliance erwischt zu werden. Nikolas. Und denen müssen wir jetzt helfen, damit wir die rekrutieren können. Und was wir machen müssen, wir müssen wohl hier ein paar Sachen installieren. Und wo? Hier? Ah, okay. Wieder mit Lampen irgendwie. Open the security panel and place the relay device inside it. Ja. Übliche Geschichte, das kannten wir schon aus dem ersten Teil. Ist das auf allen oder? Ja, okay, wir müssen auf allen. Byroad 2 hatte auch welche. Gehen wir erstmal zur Byroad 2. Oh. Fuck off. Das ist euch nichts Besseres eingefallen. Sorry, das ist einfach... Und da Leute beschweren sich über die Nebenquests von Final Fantasy VII Remake, dass die langweilig sind. Ihr habt noch nie die von Trails of Cold Steel gespielt. Ist ja wahnsinnig.
Oh. Twin Dragons Bridge. Ich habe keine Ahnung, was wir hier überhaupt jetzt eigentlich installieren in das Ganze, aber es ist mir auch irgendwie scheißegal. Ach ja, das geht ja auch noch, wenn wir wirklich viel stärker sind als die Gegner, dass die von uns wegrennen. Brauchen wir nur zweimal normal angreifen und dann sterben die auch so. Und kriegen trotzdem Zeug. Habe ich ganz vergessen, dass das geht. Okay. Wir haben Emily und Nicholas rekrutiert. Und ich glaube, das war schon alles, was wir hier machen müssen. Also können wir die Courageous einfach jetzt wieder zurückgehen. Das ging jetzt fix. Oh, looks like you picked the perfect time to report. Go ahead and press the answer button. Oh, sure. Green baby, talk to me. It's alright. You can admit you just wanted to hear my voice. Hey, immer ruhig. Prince Oliver? How are you? Oh, I did. I can't tell you exactly where I am now, but I've been on. I'm transmitting this audio-visual signal from my current location. Really? Wow. I had no idea that it was possible to do that from so far away. Well, the standard system needs to be modified a bit for it to work. Anyway, let's get right down to checking that report of yours. Well, okay. That's very impressive. Hmm. Anyway, keep sending in these reports whenever, as long as you've got something to fill me in on, you can call whenever you like. Of course. Sorry for troubling you with this when you're Well, I did give you that responsibility. Still. Ja, ihr redet wieder viel zu viel. Also, wenn wir dort unsere Quests abgeben, bekommen wir unsere Punkte. Einfach, kurzum. Okay. Legram als nächstes. Where do you want to go? Leave it to me. Oh, hier ist wieder sehr schön nebelig. Also, was gibt's jetzt hier? Alles klar, wir müssen Sachen kaufen wieder. Gambler Jack. Schöns. Wir können uns noch ein bisschen Geld wieder anhäufen. Aber jetzt will ich das auch mal zeigen, glaube ich. Wie dieser Trick geht. Mit den Onigiri. Machen wir mal fix. Wir machen 99 Onigiri mit Green. Okay, let's give this a try. Wow, people can actually eat this. Well, how about that? So. Die können wir jetzt verkaufen. Feuerkolle Onigiri. Und der gegrillte Onigiri. Okay, das hat, glaube ich, nicht so ganz funktioniert, wie ich das dachte. Oder lief das anders? Funktioniert das anders? Eigentlich müssten wir den... Hatte ich nicht vorher mehr Geld gehabt? Ach nee, ich habe ja vorher noch hier das Zeug gekauft. Na, was soll's. Aber so soll eigentlich dieser... das System zu brechen. Ja, jetzt nicht. Um ehrlich zu sein, das dauert alles ein bisschen zu lange. Aber im Prinzip war das System, wie das funktioniert.
Einfach, du machst hier die Onigiri. Ich glaube fast, soweit ich weiß, ist es sogar noch besser mit Emma vielleicht sogar zu machen. Weil sie macht dann eher die hat die höhere Chance, glaube ich, die Tricolor Onigiri zu bekommen. Und die sind die eigentlich, die man verkaufen will. Aber ich will das jetzt nicht ewig machen und austesten. Falls es jetzt doch nicht funktioniert richtig. Und dieses ganze Gekoche und so weiter, das muss mir jetzt nicht alles geben. Okay, bla bla bla. Die Chapel, genau. Hier in der Kirche war doch jemand, ne? Nee, du warst das nicht. Oh, hier ist er. Also, Vivi, genau. I wonder if he could cheer up the... Wie, komm mal her. Leave it to me. My turn. Okay. My turn. Ja, ich überspringe das, wie gesagt. Das ist alles nicht so wichtig. Das ist jetzt einfach nur, um wirklich alle Sachen auf der Courageous dann eben auszufüllen. Ich glaube, der nächste Part dann von Akt 2 Part 2 wird, glaube ich, dann eher interessant. Hallo, Kasper. Hey guys, Kasper, it's great to see you again. How have you been? Doing alright here? Yeah, so far so good. Been told, Kasper. Kommt drauf an, wenn es kein Filter wäre, wäre das, glaube ich, hier ein bisschen hübscher. Um ehrlich zu sein, sähe das besser aus. About handling the best. Even if we could go, there's a real risk we get caught up in something. Yeah. Figured I might be able to go and see how my family was doing over that. That's all. Ja, okay. Ah, okay, wir brauchen den Imperial Chronicle, die Zeitung, die wir ihm überreichen müssen, damit er weiß, wie es seiner Familie geht im Westen gerade. Und wie gesagt, halt im Westen nichts Neues. Also... ist er beruhigt. Und wir haben ihn rekrutiert. Wie gesagt, übel Suikoden gerade. Wenn es nur nicht so viel zu viel Text wäre. Wir können hier nochmal reinschauen und mit Miles kurz reden. Nicht wirklich interessant. Und dann gibt es hier noch einen Nebenquest, ne? Im Apricot's Inn. Irgendwas, ich weiß gar nicht, ich erinnere mich gar nicht mehr, was noch hier nochmal war. Hey Kind. Schnüffelzopf. Wollte gerade sagen, dass in Suikoden Leute auch gerne reden, aber Cold-Stil ist ja schon sehr geschwätzig, ja. Your cargo, right? Markia's friend? I knew you put in a request for help, but what are you doing all the way out here in Legram? Something happen?
What do you think happened? A bunch of noble soldiers came busting into the Ost district and got us real salty. So we gave him some of the old babang, kapow. And then Patiri. Okay. Frankly, it sounds like he really needs our help. With something. Patiri. Ja, wir müssen ihm irgendwie helfen mit irgendwas. Oh Gott, ist das viel Text! Vergiss es, dass ich das lese. Nee. Wir sind doch hier nicht wir lesen doch hier kein Buch. Meine Güte. Oh, wir müssen Patiri finden. Seinen Kumpel Patiri, der verschwunden ist, weil es irgendwie Probleme gab. Und Patiri ist natürlich im nächsten Ort, den man sich vorstellen kann. Von Legram entfernt, ne? Was eigentlich ganz nah an Legram ist, ganz so ziemlich um die Ecke. Nämlich also in Emir. Habt ihr noch zu erzählen? Patiri! Cargo! Da waren sie doch schon. Unf. Ack. So, damit hätten wir das erledigt. Und hier kann man auch noch was holen zu einem General Store. Der Plofer. Und zwar noch mehr Bücher, ne? Manly Munchies Crackers. Gambler Jack Chapter 9. Und jetzt können wir uns ein paar Cracker machen. Brauchen nur noch Käse. Oh! Etwas Interessantes, was ich gerade hier sehe, was mir gerade hier vom Walkthrough gesagt wird. In Emir Canyon kann ich so jetzt alle Fische fangen, die ich vorher jetzt bisher verpasst habe. Aber bevor wir das machen, machen wir eine Runde Snowboarden, ne? Weil wir den neuen Kurs haben und wenn wir schon mal hier sind. Aua. Ach, scheiß drauf. Zeit ist egal. Meine Güte. Das ist das langsamste Snowboard, was ich je gespielt habe. Und ich habe ein paar Snowboard-Spiele gespielt, damals auf der PS2 dann. Und die waren echt schneller und einfach besser. Yay. Oh, new record. Finish. Silver Bell. Und jetzt geht's in Emir Valley, in den Canyon, zum Angeln. Welttatsache. Und ich glaube, ich habe auch eine bessere Route jetzt hier, ne? Ja. Eine Route macht es auch nicht einfacher, jetzt dieses Minigame zu bestehen. Es ist einfach nur so, dass wir dadurch bessere Fische fangen können. Einfach die andere Sorten von Fischen.
die wir vorher nicht fangen konnten. Den hatten wir auch schon. Selbe Fisch wieder. Ich glaube, richtige Upgrades gibt es erst ab dem 3. Teil. Wenn ich mich recht entsinne. Aber das wird dann auch noch eine Weile dauern, bis wir zu dem 3. Teil kommen. Wenn ich das wirklich so mache, wie ich das geplant habe, haben wir jetzt einige andere Spiele vor uns. Also 5 Stück. Bis wir zum 3. Cold Steel Teil kommen. Aber das macht nichts. Ganz ehrlich, weil man mit den Spielen eher durchkommt. Weil die nicht so vollgeladen sind mit Nebenquests und Text. Außer vielleicht der 2. Teil von Trails in the Sky, der ist, glaube ich, so viel textlastig. Oh, schau mal einer an. Da haben wir doch neue Fische jetzt schon eingesammelt hier. Das ist doch sehr schön. Okay. Ab nach Nord. Heißt es wohl. Where do you want to go? Und zwar... You get over and change your destination to Sender Gate. Okay, wir sollen zu Sender Gate gehen. Ah, okay, deswegen. Weil gibt es noch Bücher hier. Die mit ihren Büchern immer einsammeln. Hoover! Tank Officer Hoover! Warner J. Edgar, vielleicht. Daran Leute überhaupt noch erinnern, an J. Edgar Hoover? You can find Barrel at the stone monument, northwest corner of the map. Oh. Let's get going. Oh, Barrel. Zum Glück ist es schwer zu übersehen, das Ding. Dahin müssen wir zu dem Monument. Da sitzt Barrel und die müssen wir ja auch noch irgendwie rekrutieren. Bin ich überhaupt richtig? Ja, ich laufe. Barrel. Hallo. Hallo, Barrel. Okay, wir sollten die einfach nur ansprechen. Anscheinend. Oh, Barrel Roll. Ja, genau. Was sie braucht, ist einfach mal ein Mittagsschläfchen, glaube ich, mit den Augenringen auszuurteilen. Oh Gott, the Watchtower, okay. Watchtower. Mint, near the entrance. Okay, Mint ist hier irgendwo. Mint? Mint? Da ist Mint. Hallo Mint. Ist immer noch so klein. Pepper Search? Für irgendwas? Keine Ahnung. Okay, wir müssen einfach nur Sachen suchen. Gut. Keine Ahnung, was sie sucht. Aber wir werden es finden.
Und ich könnte wetten, dass der letzte Punkt ist, den wir suchen. Den wir untersuchen, ist der, wo wir es dann finden. Wie immer. Ne, hier. Oh, ach ne, hier in der Ecke. Ach da, okay, okay. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was sie jetzt eigentlich suchen müssen, weil ich ja jetzt die Texte übersprungen habe, aber wir müssen ja sowieso nur alles untersuchen hier. Ein Copy of a Pin-Up Girl. Okay. Dach hoch. Soll's. Nicht, dass wir jetzt irgendwie noch einen Bosskampf hier machen müssen auf einmal. Aus dem Nichts. Das Ding ist ja immer noch da. Warum habt ihr das nicht abgebaut? The fuck? Aber hey, wir könnten doch eigentlich unseren Vogel fragen, oder? Und das so runterbringen. Okay. Wir haben Mint bei uns. Das heißt, unser Atem bleibt permanent frisch. Okay, Mint. Und jetzt heißt es... Nochmal zum Lake Lacrima nach oben. Glaube ich. Hier ist immer noch niemand, ne? Nee, hier ist alles wirklich leer. Alle weg. Aber oben am Lake Lacrima waren ja immer noch... Weil nur denke ich an den neuen Manga, der rauskam, wo der Protagonist, wo sich haufenweise Knoblauch reinzieht und mit schlechtem Atem verrufen ist. Right. Das ist die gesamte Prämisse des Mangas? Okay. Sollte eigentlich noch was geben, wo man ein Rezept besorgen kann. Ah, da. Milk Hot Pot. Nee, die Prämisse des Mangas ist, dass es Detective Conan ist, aber als Assassine. Aber das ist der erste Gag sozusagen, dass der Protagonist Knoblauch verspeist. Das mache ich auch, aber trotzdem... Putz halt die Zähne richtig. Dann geht das.
Okay, also... Wollen wir mit denen noch reden hier? Hallo? Gut. Dann heißt es, wir müssen noch ein Monster hier erledigen, was uns ja noch... North Highlands North? Wo befindet sich jetzt dieses... Ach, da. Da drüben ist es. Okay, gut. Let's get going. Fast einfach nur so um die Ecke. Befindet sich direkt an der Statue, das Ding. Glaube ich. Nein, ein bisschen weiter als die Statue. Da ist... Oh, das ist ein magischer Krieger. Magischer Ritter. Uff. Okay. Ignite Wartime, ja. Darius, du gehst mal zur Seite und machst mal Platz für Usus, um ehrlich zu sein. Damit wir besser buffen können, alle. Er hat gleich 4 Arme, der Junge. Und wir haben keinen Wärmer. This might actually be a challenge. Good. Okay. I'm bringing the thunder now. Buff! Boah! Noch mehr Buff. Let's move. Burn to ash. Fall. Now's our Das chance. ist guter Schaden gewesen, alleine schon mal so auf Anhieb. I'll handle this. Nice! My turn. Noble Command! Now's our chance. Don't let it pass. Leave it to me. Warum heilst du dich? Achso, du hast HP hier gehabt. Leave this to me. Armor Break! Shatter. Wow, wir machen gerade Schaden! Das passiert, wenn man bufft, richtig. Burn to ash. Fall. Now's our chance. There. I'm in Power! Fuck you! Leave it to me. You didn't see that coming. Now's our chance. An opening. My turn. Mach mal noch ein Noble Command, einfach, weil wir es können! Understood. My turn. Und du kannst jetzt erstmal nichts machen, deswegen machen wir einen Overdrive! Overdrive. Now's our chance. There. Oh, dein Buff ist weg. Very well. Rapid Thrust 2. Now. Got you. Here I go. There. Ha! Now. Noch ein Boost. Very well. Understood. My turn. Behold the might of the Archsage School. Radiant. Einfach weil wir jetzt unsere S-Craft einfach mal machen können, ne? Gönnt sich ja sonst nichts. Let's see if we can live through this.
Und da wäre es auch schon gewesen. War jetzt nicht so schwer. Keiner hat aufgelevelt? Nicht? Schade. Und nun den Ritter die Klippe herunterschubsen. Das hatten wir ja schon. Das ist ja das. Wir wollen es ja nicht wiederholen, ne? Ja, ihr redet mal wieder für 3 Stunden zu viel. Was jetzt los? Oh, vielleicht müssen wir ihn doch von der Klippe stoßen. Und jetzt? Der Blumen? Wer ist das jetzt gewesen? Oh, Papi! Darius Papi. Yikes! Sounds as though the thing posed quite a challenge. Imagine a tricky bastard. Tell me about it. We owe that to Lacan. I would have to agree. Der hat einen netten Speer, der Junge, ne? Lacan is the strongest spearman here in the north. Das ist auch mal schön, dass wir das auch erfahren, ne? Hört das mal zu myself. Okay. I wonder who would come out on top in battle between him and Lieutenant General Vander. I think you're overselling my abilities. I'm still no match for our ancestors who fought alongside Emperor Dracos. Lacans Speer ist weithin bekannt, besonders bei den Frauen. Yes, this is Reen Schwarzer speaking. Oh, good. I was worried I wouldn't be able to get in contact with you. Oh, hey, Toa. That explains it. The signal must be pretty good from the Courageous. Listen, I've got good news and bad news. First, the good. We've actually worked out the location of one of Class 7's relatives. Oh. Really? Yeah, but that's where the bad news comes in. Anyway, can you come back to the Courageous as soon as you can? Please, it's important. All right, sure. We'll be back as soon as we can. Was that Thor? Yeah, she said she found one of our family members. For real? Isn't that a nice surprise? Well, it's definitely good news, but she also said there was some sort of problem. Wonder what it could be. Sounds like we better hurry back to the Courageous. Machen wir jetzt aber noch nicht. Es gibt hier noch einen weiteren Charakter, den wir rekrutieren müssen. Und zwar in der Ancient Quarry. Hier ist nämlich noch jemand. Die sollten wir doch wirklich unbedingt rekrutieren, weil die Funktion, die sie dann auf der Courageous erfüllt. Oh, Moment. Halt. Ich glaube, ja. Mach vorher was anderes. Beinahe hätte ich es vergessen. Lodging gut. Ob das... Nee, das erhöht unsere XP nicht. Das ist schlecht. Naja, okay. Falsch.
Die Suikoden 4 Flashbacks mit dem Boot. Naja, so schlimm ist es nicht. Hallo? Clara. Oh, it's you, Wurzel. I see you've got your classmates with you. What are you doing here? Okay, sie will in den Ancient Quarry hier rein. Und da würde ich sagen, machen wir das doch. Wie sieht's denn hier aus? Okay, hier können wir unsere Leute wirklich... Bring it up. My turn. Now! There! I'll handle this. Okay. My turn. Hab jetzt natürlich keine CP übrig hier, ne? Okay. Now, an opening. I'll handle this. Now's our Leave chance. this to me. Don't let it pass. My turn. Let's move. Leave it to me. Here I go. Leave it to me. My turn. Now's our chance. Don't let it pass. Here I go. Leave it to me. Leave this. Now's our chance. You're mine. My turn. Now! There! You're finished! I'll handle this. Pathetic. Okay. How pathetic. Jetzt dürfen wir auch relativ I've got it. wieder ein bisschen... Oh! Detektor Alpha can now be used. Weil Alien ist der pure Alpha-Mail. Oh, es gibt auch noch einen richtig ordentlichen Status-Debuff von der Analyse. Was? Ja. Nothing to fear. Okay. I'll handle this. No good. Leave this Ach to ja, hier me. gab es ja auch Spinnen und Scheiß. Blade of my sword. You're mine. I'm just getting warmed up. Pathetic. I messed up. I'm not done. I'll handle it. How pathetic. No complaints. Das lief schlechter, als ich dachte. Don't Let's mess move. it up. Okay. I'll handle this. My turn. Let's move. Okay, it's safe for now. The advantage is ours. My turn. Here I go. Now's our chance. There! My turn. Leave this to me. Zero sword. You're mine. Okay. My turn. Now! There! I'll handle this. This is it. Got you. Onward. You still have a lot of training to do. Uff. That should suffice.
Hier wieder schön die Kisten wieder aufgefüllt. Here they come. Stay focused. My turn. This is it. Come, we'll finish this together. Der zuvorkommt, ja, definitiv. Could have been no other outcome. Da frage ich mich nur aber dann irgendwie... Oh, Thundering Roar EX. Attacks with bullets and lightning. Very, very frightening. Let's get this over Here with. we go. Second form. Gale. Okay. Very well. My turn. My turn. My turn. Leave it to me. Like that for them. Good work. Have nothing My to turn. fear. Now. There. My turn. Leave it to me. Now. An opening. My turn. We should keep going. Okay, das ging jetzt wesentlich einfacher. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier überhaupt machen sollen. There's a treasure chest close by. Ist es, ja. Very well. Tatsache. I will serve as your opponent. Now's our chance. There. You're finished. I'll handle this. Now's our Leave this to me. Don't let Leave it it to me. pass. Leave this to me. Now's our chance. You're mine. Let's move. Leave it to me. Okay, we're burning daylight. Das ging auch sehr fix gerade. Oh, das ist Pandora, das ist ein Master Quartz, glaube ich, oder? Ja, Tatsache. Offensive Arts do more damage. Das ist schon mal nicht schlecht. Offensive Arts inflict abnormalities. Das klingt wie eine... Das klingt wie ein Master Quartz, was gut für Emma geeignet ist. So viele Töpfe und Vasen hier. Oh, ja, genau, war ja klar ein Boss, ne? Aber erzählt mir jetzt nicht, hier kommt nur wieder eine Spinne. Watch out. This is a tough one. Here I go. Huh. Very well. Ich hoffe, er hat keine Arachnophobie. Leave this to me. Okay. Now. An opening. My turn. Blade of light. Now's our chance. Our time is now. You got Right, it. very well. Also, du sie ja nicht so in Erinnerung. Ja. Here I go. Unify your spirit, please. Here I go. Burn to ash. Fall. Oh, noch mehr Allies. Das wird ein sehr... Too slow. Leave it to me. Here I go. Here goes. Over
Es wird sehr viele XP geben, glaube ich. Very well. Now's our chance. Don't let it pass. Leave it to me. My turn. Kacke. Hauen wir einfach mal ordentlich drauf. Das dürfte jetzt ordentlich Schaden machen. Oh ja. Nice. Leave this to me. No escape. Sire! Leave it to me. Ritzel. Let's move. There. Ha! Very well. Know your place. Lob halt auch mal bitte. Leave it to me. You didn't see that coming. Okay, Spinne ist tot. Oder Mutti-Spinne eher. Ach, und die andere war auch gleich mitgestorben. Okay. Wusste doch, dass das jetzt ordentlich XP gibt für alle. I did it. That should suffice. Naturally. Not bad. I've got it. No complaints here. Keine neuen Skills leider. Solche Bosskämpfe lobe ich mir, wo der eigentliche Boss drauf geht und die Gehilfen gleich mit draufgehen. Ja, das macht es sehr viel angenehmer. Clara war ja die auch im Kunstunterricht war. Und sie wollte einfach nur einen Stein haben für weitere Bildhauerei, ja. Na gut, was jetzt? Ich glaube, das war's. Wesen dann hier. Okay. Courageous! Zurück aufs Schiff. Jetzt haben wir einiges zu tun. Oh, you're back. Welcome back, everyone. Well, we came like we were asked to. Is something wrong? You're not your usual cheerful self. Actually, Elliot, try not to panic when you hear this, okay? I don't like the sound of this. You see, we found out where Fiona Craig is. Fiona? Elliot's sister? I did know that you'd lost contact with her. Where is she then? We got some information from Caldic about that, actually. Yesterday, she was moved by train from Heimdall to the Twin Dragons Bridge. Against her will, that is. It can't be. She's been taken hostage? Sounds like it. They're actually going to use her to keep the 4th Armored Division under control. Oh. Unschön. Surely they know that taking family members hostage is going too far. From what we understand, this was the Kreuzen Provincial Army acting alone. The Noble Alliance didn't give them the order to do so. They just went ahead. They just went ahead and did it. I imagine it was done under similar circumstances to when those Jägers were sent to Emir too. Then this is likely an attempt by my father to take over leadership of the Noble Alliance. Okay, also Yusufs Vater muss echt mal
Ein bisschen Gang runterschalten, der Junge. That hopeless fool. But taking Fiona hostage isn't going to get Dad to surrender. No matter how much it hurts to do so, he'll always put his duties as a soldier over his own personal feelings, which means... yeah, Fiona's life is in real danger. I say we take this matter into our own hands. Really? I agree completely. As do I. Yes, our country is at war, but nothing excuses doing something so cowardly. As his son, I have a duty to put an end to my father's foolishness. Good side. But you guys, you said on intervening then. Remember, this means you're getting directly involved in a dispute between the Imperial Army and the Alliance. No, we're not. Our sole objective will be to rescue Fiona. We won't attack any more than necessary, nor will we attack directly alongside the Imperial Army. Was auch so ganz gut zusammenpasst, weil, wie gesagt, wurde ja gesagt, die Noble Alliance hat diese Entführung gar nicht gut geheißt oder sowas. Die haben der gar nicht stattgegeben. I think we're pretty justified here. It's just like when we stopped that jammer in Nord. It won't be the easiest operation to pull off, but that shouldn't stop us from trying. You guys mean it? Well, hey, if you guys know what you're doing, then I'm not gonna stop you. Fiona is a friend of mine too. And then the guild has this little thing we like to call the code. And its first article states, we're all about prioritizing the safety of civilians above all else. Nothing goes too far. That's quite the code. One more minute she's urging caution, the next she's egging everyone on. Hey, sie sagt ja selber, dass Fiona eine Freundin von ihr ist, also will sie die hier bestimmt auch einfach gerettet haben. I think that settles things. If that's your decisions, we'll be right behind you. I'll be happy to guarantee the legitimacy of your actions as well. Thank you, Your Highness. I really can't thank you all enough. Don't worry, Fiona. We'll be there as soon as we can. Yeah. To advance the main story, speak to Towa in the cabin's chair and select Commence Operation. Also, dann heißt es jetzt... is someone calling me? It's me, Clara. You back on the ship? Good timing. I actually just got back. Okay, get down to the ship's hold when you got the chance. You're gonna like what you see. Das ist jetzt wichtig. You didn't even give her a chance to respond. It was kind of cryptic. Backed by the ancient quarry too. I wonder if she is talking about the same thing? Can't hurt to check it out anyway. Hier wird's gerade, das wird was Wichtiges. Check Quests. Können alles jetzt reporten. Hey there, Reen. All right, let me hear you. Marvelous. You've ranked up. This is just a little something from me. True Gladiator Belt. Hatten wir den nicht schon? I knew I could count on you. Aber jetzt. Das wird jetzt wichtig. Das wird uns sehr viel helfen. Clara! Edgin. There you are. I've been waiting for you. Oh, here you are, Clara. So what was it you were going to show me? Well, it concerns this knight of yours, and it relates to the ancient technology I found near that quarry in Nord. Ancient technology? Check this out. Looks like some really old tool, and it appears to have a strange design carved into it. I found it on the way in an out-of-the-way ruin near the quarry, and judging by the wall painting near where I found it, it's an ancient implement of some kind. Apparently, it'll let me make orbs with special abilities within them, which can be used to power up your knight. Ooh. You can power up Mervelima? That is indeed possible. Ancient orbs can be refined by using that tool to combine specific materials. Inserting such orbs into my core will raise my basic parameters. That's incredible. You can really do that? That wall painting is giving me a good idea of how to make them. Bring me the materials and I'll take care of making and inserting them for you. Well, are you sure you can manage? You make it sound really easy, but it's hard to imagine it will be. I'm used to working with stone. I doubt it'll be all that much different than from sculpting. I take it you don't mind either, Valimar? Or whatever your name is? I'll leave it to you, Meister.
Really doesn't take you too long to adapt, does it? Still, we're only going to keep fighting stronger enemies in the days ahead, and these orbs sound just like what we need. Indeed, make good use of them. Green, there is another matter of importance we must discuss. It concerns the true power of my own. Spatial translocation. Spatial translocation. It is a once sealed ability of mine that has been restored by the heightening of your mana. This will allow you to call upon me in battle regardless of location. Really? I know we could get some great use of that. I'll be counting on you, Valimar. Acknowledged. I will be here in this hold should you require me. Wir können Valimar beschwören. Nice pet you got there, Schwarzer. Well, whatever. Take this. It's one I tried making earlier. HP orb. Oh, this... Is this one of those orbs that you were talking about? Yep. We'll just call them EX orbs. Ancient orbs is too much of a mouth. If you gather up the materials to make more, come and talk to me. I'll be around here working on my... okay. Wir wissen Bescheid. Awakener's Call. Craft. Using this craft allows you to battle by controlling Valimar for 3 turns. Valimar's attacks are incredibly powerful, but he can only be summoned once per battle. Calling him consumes 500 of Reen's EP, so choosing the best time to use this craft is key to getting the most from his summons. However, keep in mind that there are certain battles where this craft cannot be used. Also ja, wir können einfach Valimar einfach in normalen Kämpfen einfach nutzen. Genau, make and insert EX Orbs. Ja, wir... Und sie arbeitet hier auch noch ein bisschen dran. Okay. Machen wir mal einen EX-Orb. Okay, was brauchen wir? Attack 1, 2. Also die Power-Orb will ich eigentlich haben. Und die müssten wir dann doch eher bei George herstellen. Also Attack 1 und Attack 2. Die will ich haben. Man kann auch nicht welche vom selben Typ irgendwie herstellen. Muss man auch noch wissen dazu. Zack. Hier. Zack, zack, zack. Insert the Orbs. Mehr HP. Mehr Power. Noch mehr Power. Hoffst du auf ein Spiel, das dich nicht so sehr abrackert mit Vorlesen? Du, das nächste Spiel, was ich dann hier machen werde danach, wird wahrscheinlich auch ausschließlich Vorlesen sein. Ich bin es mittlerweile gewohnt. Würde ich eigentlich sagen. So, aber wir sind gut vorbereitet jetzt. Jetzt haben wir Valimar ausgerüstet mit Zeug. Moment, was? Wie konnte man... Bessere andere HP. Tiara. Oder Tiara. Haben wir das nicht sogar? Der Geist hat Tiara. Wir können doch immer nur eins von jedem hier erstellen. Ihr seht es vielleicht. Dann geben wir ihm einfach doch mal lieber das HP Orb 2. Da haben wir jetzt richtig viele HP. Kann ich eigentlich noch... Nicht, dass ich jetzt ein Tiarol irgendwie selber herstellen kann. Kann ich! Ja, fuck it. Dann geben wir uns einfach so ordentlich HP, weil... Das ist jetzt ein bisschen hin und her. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Aber hier, fuck it. Bumm. Jetzt haben wir richtig HP. Attack 3 können wir leider aber noch nicht herstellen.
Glaube, oder? Was wir bräuchten. Das sind eigentlich die einzigen Quarters, die ich haben will. HP und Angriffskraft. Das ist das Wichtigste für... Ja, das Wichtigste für Valamar eigentlich. Gibt es hier einen Trading Post jetzt mittlerweile? Okay, also wir können noch nicht hier wirklich alles. Dann braucht das noch ein bisschen. Zack. Hier hat sie es auch langsam. Hier füllt sich langsam. Hier an ihrem Schreibtisch. Die sieht so fehl am Platz aus an diesem Schreibtisch. Wow. Oh, hier können wir Training. Hey, Reno. Der ist aus Final Fantasy VII. Das sind nicht... Welcome to the Range Combat Training Room. This is where they assigned you. Ja, hier können wir Training-Döns machen. Das können wir jetzt alles... Wir können jetzt erstmal nur Fernkampf? Training machen anscheinend. Nee. Nö. Immer noch nichts. Gut. Ich glaube. Wir sind eigentlich so relativ vorbereitet. Ich glaube, wir können loslegen mit der richtigen Operation, die die Story jetzt vorantreibt. Wir haben, glaube ich, so ziemlich alles gemacht, was wir hätten machen sollen. Dauert alles noch ein bisschen, also ganz fertig sind wir noch nicht natürlich. Ja, es ging jetzt, wie gesagt, das Pacing dieses Spiels ist so viel besser als im ersten Teil. Es hat immer noch seine Probleme, aber es ist wesentlich besser. Well, guys, ready to talk specifics on the rescue mission? We won't have time for additional preparations once we start, so make sure you've done everything you need to. Choosing to begin the operation will cause the main story to advance, and both Elliot and Sarah will become required party members. Doing so will cause all unfinished quests to disappear. Wir haben alle Quests erledigt, also geht das. We're ready whenever you are. Okay, then let's start nailing down the specifics of the operation down in the conference room. Everyone involved gathering in the conference room and began discussing the best way to approach Fiona Craig's rescue. Eventually, it was decided that the attack should begin from the Twin Dragons Bridge west side, using Valamar to break through the rear side's defense. And while taking advantage of the confusion, a select team would then infiltrate the fortress and return to perform the actual rescue. The next day. Das war 2 Tage später eigentlich. Wir haben jetzt Leute hier in unserer Truppe, ne? Ich glaube, das müssen wir auch noch weiter so machen. Ich glaube, später finden wir immer noch mehr Leute, die wir dann wirklich rekrutieren können, und dann wird unser gesamtes Schiff richtig schön gefüllt. We just received a new update on what's happening on the ground. The 4th Armored Division's main force has arrived in front of the Twin Dragons Bridge. Apparently, they're already locked in battle with the Provincial Army's Panzer soldiers. Personally, my mirrors on the 4th Armored Divisions, they have the advantage on paper in any case, true thanks to their anti-soldat tactics. Which explains why Father chose to add a hostage into the equation. Well, we'll be jumping into the fray soon enough. Let's go over this one more time. Upon our arrival, Her Highness will issue a declaration. Then Valamar and I will descend on the bridge's western side. We'll take down the soldiers on guard, and amidst the confusion, the assault team will be able to charge in and rescue Fiona. That's about the size of it. Okay, jetzt ist es eigentlich schon fast komisch, wie normal Elisa aussieht. In der ganzen Gruppe.
I'm ready whenever you are. I'll back up the assault team while taking charge of communicating with the ship. And once you've done your part, Reen, I want you to join us. Understood. And don't forget, we're going to need to keep an eye out for those Jägers hired by the provincial army too. True, we might even run into Zeno and Leo again. Oh, das wird ja wunderbar. Can't say I'm not nervous, but I'll do my best as part of the assault team. It's my sister we're going to save. I want to be right there on the front lines. So those of us not on the assault team should go inside to act as a diversion and serve as guards. We're all going to need to work together. Failure isn't an option. Is it ever? I'm down. Nothing can stop us. Okay, you guys all set? Yes, none of us have any doubt that this is the right thing to do. We will save Fiona, no matter what it takes. Well, no turning back now. Then may the operation begin. Positions, everyone. Which ones? You just said positions. Set a course for the Twin Dragons Bridge in Northeast Kreuzen Province. Aye, Captain. Observer Vivi. Full speed ahead. Das ist doch mal eine Truppe hier. Das ist doch mal eine Crew, oder? Mint und Vivi, Schulmädchen, und noch ein anderes Schulmädchen ist die Kapitän. But we might run into Jägers this time. We need to be careful. Oh. Okay, wir brauchen unbedingt Elliot und Sarah. Das heißt, du kommst mit. Wir nehmen mal Millim und Vieh mit, die könnten ein paar XP gebrauchen. Werden sie wahrscheinlich kaum einsetzen, die beiden, aber hey, die sind gerade mal Level 70 und alle anderen unserer Charaktere gehen schon auf die Level 80 zu hier. Können wir auch jetzt mal bitte wieder ein bisschen Voice Acting haben? Das würde mich sehr freuen. Dankeschön. Curcio! We need to rebuild our formation and quickly. Wow. Einfach mal Kanonenfeuer aus der Dunkelheit. Das wäre übel gruselig. Warum habt ihr euch auch überhaupt hingestellt und erstmal noch irgendwas sagen zu wollen, anstatt euch einfach weiter bewegt? Das ist so dämlich. Das ist so schlechte Taktik. Sir, if we try to do that, stop right where you are. More. What is the meaning of this, Craig? What the fuck? We demanded that you surrender, and yet here you are, right on our doorstep. Der Voice Actor hatte Spaß. Der hatte Spaß an den Aufnahmen, bei den Aufnahmen. Does your daughter's life mean nothing to you? You filthy cowards! Sir, if we go any farther, she's... Men, stay focused. And as for you, Alliance fools, I suggest you don't underestimate Fiona. She's the proud daughter of a military officer. She knows exactly what that entails. Threats or no, she would never give in to your cowardice. Sir, but... Oh, you think we're bluffing, do you? Well, if that's how you want to do this... Stop these atrocities at once! What? What? Could it be? That's... It's the Crimson Wings! Soldiers of Kreuzen, you should be ashamed of yourselves! Taking the enemy's family as hostages and trying to use them as tools of war is simply unforgivable. As Princess of the Arnor family, I will not allow it!
Your Highness, we... All right, let the operation begin. Okay, jetzt fällt es mir wirklich auf. Alisa sieht jetzt einfach viel zu normal aus auf einmal wieder. Here we go. Es gibt keinen guten Mittelweg irgendwie mit dem Ganzen. Understood. Wie? Der hat echt was von so ein bisschen Design von Weltall übernommen aus Xenogears, habe ich immer so das Gefühl. Here come the soldats! Come on, Valimar! We'll open up everyone's path forward! Acknowledged. Gleich 3 Gegner hier. You ready? Der Kampf kann jetzt ein bisschen dauern, glaube ich. Ein Glück haben wir so viel HP. Leave this to me. It's working. Leave this to me. Fuck you. My turn. This is bad. Bring it on! Gotcha! Der sieht auch wie einer aus Armored Core aus irgendwie, habe ich das Gefühl. Leave this to me. Allow me. Schön geheilt. Aber man kriegt doch auch mal mir ein bisschen... Leave this to me. Take this. Diese Kettensägen sehen eher aus wie Motorräder. Das erinnert mich teilweise ein bisschen an die Waffe von Dante in Devil May Cry 5 mit dem Motorrad, um ehrlich zu sein. Haha, verfehlt. Voll verfehlt. Dass ich eigentlich mal ein Follow-up hier machen kann. Einer ist weg. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Leave this to me. Aua. Spiegel. Body. Let's go! Gotcha! Kann ich gleich nochmal machen. Gotcha! It's working. Jetzt habe ich gleich mal 5 Bravery Points. Das kann ich hoffentlich noch ordentlich ausnutzen. Leave this to me. Wieder ein bisschen bufft. Ah, Dankeschön.
Unite! Schaden! Great, just one more. Oh. Crafts machen doch einiges aus hier. Die Motorradkeulen sehen so bescheuert aus. Du. Das ist... Was will man sagen, ne? Also das ist einfach... Das, was manche denken, was cool aussieht, sieht für andere bescheuert aus, ne? Ich find's auch ein bisschen dämlich, um ehrlich zu sein. Also die sehen jetzt nicht wirklich cool aus. Aber... Was will man machen? Also... Die haben sich was einfallen lassen, zumindest, ne? Und das war lange bevor Devil May Cry 5. Time to move in. Lead the way, Reen. Yes, Instructor. Oh, du bist auch noch da. It looks as though they were able to make their way inside. Still, there's no harm in putting some insurance in place. Was er damit wohl sagen will. Class 7 made their way inside the Twin Dragons Bridge. They quickly reached the heart of the base, leaving countless thoroughly confused guards in their wake. Ja, thoroughly confused oder tot, wie man es auch nennen will. Wenn man das heute thoroughly confused nennt, dann von mir aus. Great, we're in! Now we just have to find Fiona. Don't forget that we're racing against the clock in enemy territory. The area might not be as heavily guarded, but there's likely still plenty of soldiers in here. Stay alert. Confused to potato. Ja, Mensch. Potata? Okay. Understood. Let's do this. Ja. Okay. Hier gibt's nichts. Einzusammeln erstmal. Okay, sehr gut. Hier gibt es eine Aufladestation, die wir eigentlich jetzt für den Moment nicht haben. Okay, das ist ein richtiger Dungeon jetzt hier auf einmal, ne? Okay. Now's our chance. Let's get him. My turn. Okay. It's my turn. Analyzing enemy attack patterns. Analysis complete. Oh, jetzt ist eine Analyse gelb. Soll das ein Scherz sein hier? Let's move. Leave it to me. My turn. My turn. Sagt mal! Okay. My turn. Got you. Here I go. Okay. Okay, we're burning daylight. Wir burnen immer Daylight bei ihr. Permanent. Ständig. Als ob sie das jucken würde. Das ist so... Die ist doch die faule Socke eigentlich immer. My turn. Purple Noble. Hier, Awakener's Call können wir jetzt nicht machen, weil wir uns innerhalb eines Gebäudes befinden, ne? Not bad, not bad. Toll, die Musik hier aber auch gerade irgendwie.
Wo gehen wir hin? Okay, wir gehen hier lang. Dann nach links. We have nothing to fear. Let's move. Second floor. Gale! Right. Leave this to My turn. That's the power of the 8 leaves. Und wieder. Scoochie, scoochie, scooch. Gut, gut. Got my eye. He's ahead. Let's have to fight. an opening. Leave it to me. My turn. My turn. An opening. Okay. Hey. My turn. Let's move. Onward. Wie sie sich gegenseitig immer reparieren hier. Leave it to me. Let's move. That's the power of the 8 leaves. Level up. Immer sehr schön. Look, success. So viele Level-Ups. Dream muss einen inneren Imposter freien Lauf lassen und seinen inneren Imposter-Syndrom wahrscheinlich auch. Was er ja eindeutig hat. I welcome all challengers. Second floor. Now! Let's go, everyone! Leave it to me. This is our real power. Jetzt haben wir mal ordentlich ein paar Hunde massakriert. Ach du meine Güte. This is awfully tight. Immer diese Zweideutigkeiten hier. Die gar nicht als zweideutig gedacht sind, glaube ich. Leave it to me. It's my turn. Sweet dreams. Leave this to me. Later, buddy. Now's our chance. Got you. Be gone. Here I go. Now! An opening. Our fighting was in perfect sync. Well, I could keep up at least. I've got it. Remedy Oratorio. Oh. Cannot be used. Recovery. Das ist ein S-Craft. Recovery all cures KO full HP. Heals with Holy Melody 2 turns of HP plus 50% at 200 EP. Okay, also wenn wir diese S-Craft einsetzen, wenn wir 200 CP haben, bekommen wir auch noch eine 50% HP-Heilung für 2 Runden danach. Au. Look at done. Was? Jetzt kann Elliot nicht nur einen Angriff machen, S-Craft Angriff, sondern auch S-Craft Heilung quasi. He's ahead. We'll My have to turn. fight. Burn to a fall. Now's our chance. An opening. Right. Hey. Leave it to me. My turn. Ach ja, ihr heilt euch ja andauernd immer wieder. My turn. An opening. You're finished. Our fighting was in perfect sync. Well, I could keep Wäre up nicht at least. schockiert, ob bei Laura jetzt zweideutig gemeint wäre. Bei My Hero Academia gab es mal einen Moment in Bakugo Rescue Arc, wo Momo zwischen 2 Wänden feststeckte. Mit starken Anzeichen, dass sie wegen ihrer Buba Probleme hatte. Ich meine... Ja, okay. I did it. Ich meine, ist ja auch nicht falsch, ne? Also es kann ja wirklich da bei sowas Probleme verursachen, ne? Let me show you why I... Leave it to me. Now's our chance. I'll back you up. Let's move. Wobei das eher bei Emma sinnvoll wäre. Das war jetzt nämlich auch mein Gedanke so. Eigentlich, wenn da jemand Probleme haben würde, dann doch eigentlich Emma. Oder Sarah. Leave this to me.
Aber Sarah ist halt nicht eine, die meckert, ne? Die jetzt irgendwie sagt, ne. Meine Güte, so viele XP, die wir hier bekommen. Okay, wir müssen hier lang. Also wir können hier lang. Hier ist zu wahrscheinlich, ja. Also müssen wir hier durch. Wir nehmen alles mit, was wir können, ne? Es ist schön, mal wirklich eine Runde einfache Kämpfe zu haben, die man jetzt einfach so mitnehmen kann in Vorspulen. So. Weißt du, manchmal wundere ich mich bei den Standardsoldaten, ob es nicht sinnvoller wäre, mit Anblick unserer Helden einfach umzudrehen und uns passieren zu lassen. Man muss ja bedenken, wir sind ja immerhin weiterhin nur noch einfach irgendwelche Studenten, Schüler, wie auch immer, ne? Also, und das sind eigentlich ausgebildete Soldaten. Da kann man sich eigentlich denken, okay, fuck it, das sind einfach nur ein paar Schüler, mit denen komme ich klar. Was aber dann bisweilen eben nicht der Fall ist. Und es sind nach wie vor auch Soldaten, die haben ihre Pflicht zu erfüllen. Kann man fast so ein bisschen sagen, ne? Die können wir gar nicht ausnocken, die Jungs. What the fuck? Sekunde, nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Das lasse ich. Vielleicht war ich so, ja. Und ich glaube auch ein bisschen. Das war einfach jetzt ein schlechter Umstand. Das war einfach Pech, glaube ich. Weil normalerweise sollte sowas nicht passieren. Aber hey, dafür kann man einfach die Kämpfe auch direkt nochmal wieder anfangen. Und ich finde auch die Idee mit der Mechanik, dass man die Gegner auch ein bisschen schwächen kann. Wenn man es nochmal versuchen will, auch sehr schön. Einfach, gerade für Streams, wo man doch ein bisschen immer vorankommen will mit den Kämpfen und so weiter, ist das sehr, sehr nützlich.
before my blade. Nichts. Hier ist was drin. Gebürst. Gebürsten sie ein bisschen. Damit ihre Haare schön gekämmt sind. Und glänzen. Shit. I'm sorry, everyone. I messed up. This could be an issue. Immer dieser Grim Butterfly. This is nothing. I wasn't strong enough. Warum hat er so einen üblen Zauber drauf? All challengers. My turn. An opening. You're finished. Leave this to me. Shatter. They're off guard. My turn. You didn't see that coming. Okay. Analyzing enemy attack patterns. Analysis complete. Let's move. Burn to a fall. Es dürfte jetzt besser sein, weil ich habe seine... Relativ besser sein. This is nothing. This doesn't look too good. Da haben wir jetzt eigentlich auch mal eine gute Gelegenheit, diese Fähigkeit mal auszuprobieren von Elliot. Pure breath of the goddess. Reside in my music and heal my friends. Finale! You hurt my face. Huh. Onward. No, it's careless. Okay. Muss das denn sein? Okay. You didn't do it now. I'll back you up. My turn. Here goes. Overdrive. Das ist wirklich dieser Offizier, ne? My turn. Curse you. Our fighting was in perfect sync. I could keep up at least. Great. Oh, Gale EX. Oh, das ist... Gale, ein stärkerer Gale. Das ist sehr schön. Look done. Ich fand es eigentlich eher unheimlich, sein Heilzauber hier gerade. Weil das war jetzt so... Lilly müsste ich auch mal ein bisschen was ausrüsten. Ah, ja, das jetzt nicht. Okay. Here they come. Skip my turn. You didn't see that coming. Können wir mal einen Gale EX machen. Okay. Aber der Gale EX ist einfach nur eine stärkere Variante von dem normalen Gale. Okay. My turn. My turn. Okay. All right, let's keep going. Hä? Ah, hier hinten. Oh, what Schick.
Yggdrasil. Das ist doch eigentlich keine schlechte... Yggdrasil hat... Ach nee, das war das. Ja. War doch nicht so gut, wie ich dachte. Okay. Und jetzt? Hier lang? Ah, okay. Wer hat dich hier eingesperrt? Geht doch nicht immer daneben mit euren Angriffen. Was soll denn das immer? Das ist, dass die Angriffe immer daneben gehen müssen, aber auch. Was hat Vieh gerade gemacht? Hat sie gerade die Metal Gear Solid Musik vor sich hingezoomt? Oh nein, nicht du, nicht du, nicht du. Nein, 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 du bitte nicht. Fuck off. Den Offizier hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Fiona should be just beyond that door. Ja, ich hätte nur gerne wieder richtig mitgekriegt, was für ein Lied das eigentlich war. Oh, ganz viel Sabbath. Nichts zu verbessern. Neue Quarzes? Nee. Legen wir los. Elliot? Fiona! And your friends are with you too. It's good to see you're safe, Fiona. Hey, Fiona. Your knights in shining armor are here. I don't know how I can possibly begin to thank you. And just look at you, Elliot. You've grown so much since I last saw you. Prioritäten bitte. Wir sind gerade in einer anderen Situation, wo man das jetzt nicht sagen muss. Das können wir später erledigen. Silence, girl. Do you have any idea of the situation you're in? Der muss auch sein R rollen. And that goes for the rest of you too. Don't come any closer. That is, if you value her life. No, Fiona! There is nothing noble in using a hostage as a shield. Have you no sense of shame? Get that filthy sword of yours away from her at once! I think you're the one who doesn't understand the situation that they're in. If you put so much as a scratch on her, you can forget your chances of getting out of here unharmed. And it looks like the Jaegers your boss hired aren't here. So you can kiss any backup plans you've got up your sleeve goodbye. Was ist mit Lauras Stimme gerade gewesen? Ich glaube, sie war einfach sauer. You can surrender peacefully or you can walk out of here with one less hand. Your call. You talk big now. But you're going to regret ever setting foot in the Twin Dragons Bridge. Oh, hallo. Geiserdoofen. Das sind die Doofen, okay. What? Those doggies are huge! Are these like the ones we fought underneath Bereahard? No, these are more highly trained. Please, be careful! Those are no ordinary beasts. Go forth, Geiserdovens! Tear them to shreds with your ferocious fangs!
Ohne Scheiß, der Voice Actor, ich wüsste gerne, wer das war. Einfach, der muss so viel Spaß gehabt haben bei den Aufnahmen. Right. Stay there, Fiona. We'll save you as soon as we've taken care of this. Watch out. This is a tough one. Here we go. Here goes. Wir machen einfach mal einen Overdrive. Ey, ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt machen, aber wir machen es. Let's move. How? Now! An opening! Leave it to me. I'm bringing the thunder now. Right. Keep it up, everyone. My turn. Immer schön buffen, ne? Ist auch super, dass seine... das haben wir noch gar nicht gesehen. Jetzt, weil sein Gale natürlich verbessert wurde, haben wir jetzt den Arcane Gale. Und das dürfte viel, viel ausmachen. Ja, aber es ist schön, dass wenn er die Spirit Unification einsetzt, in die nächste Runde er auch sofort gleich wieder dran ist. Jetzt machen wir nämlich damit 2 Angriffe. Und das ist natürlich entsprechend ein extrem starker Angriff. Leave it to me. You didn't see that coming. Let's move. Wir sagen, den machen wir glatt nochmal. Und dann positionieren wir uns gleich mal hier in die Mitte. Da sind wir nämlich gleich auch wieder... besser positioniert für den weiteren Buff von Elliot. It's my turn. Keep it up, everyone. Wir machen gleich nochmal einen. Uff. Und wir machen gleich noch einen Burst dazu, damit wir auch alle erledigen. Der Kampf, also das läuft nicht gut für euch, Jungs, gerade hier. Jetzt hat er sich zurückverwandelt, das ist in Ordnung. Double Cracker. Oh, ouch. Are you okay? Thanks. My turn. Braucht jemand eine Serum-Kapsel? Thanks. Onward. Patrick Seitz ist der Sprecher davon. Wow. Okay. Mir fallen jetzt keine direkten Rollen von ihm ein, aber der Name sagt mir was. Der ist eigentlich ein bekannter Sprecher, ne? Leave it to me. You didn't see that coming. Now's our chance. I'll back you up. I messed up. Let's move. Wir unifyen mal unseren Spirit mal wieder. Here we go.
Ja, der ist ein extrem beschäftigter Sprecher auch. Aber wichtig ist ehrlich gesagt, dass wir Sarah mit ein bisschen hier wiederbeleben, damit sie überhaupt auch XP bekommt am Ende. Und das war klar, dass der nicht überlebt hier. We'll cut our own path. Great. Level-Ups. Patrick Seid spricht wohl auch Vulcan. Ah, okay. Kann es sein, dass er auch Asura in Asuras Wrath gesprochen hat? I did it! I've only... I'm awesome! Buster Arm 2. This can't be happening! There! We did it! Thank goodness. You're all okay. I think it's about time you toss that sword aside, don't you? Grrr. I'm not finished yet. Way. There's more of them. You're only delaying the inevitable. Give up and surrender. Silence! You should be the one surrendering. If this commoner's life means anything to you, then... Enough of this nonsense! Manly voice. Guck mal, wer da ist. Uh-huh. That's... Whoa! Ah! Ja, genau. Wir hatten einen Bosskampf und er macht einen One-Shot einfach von den Viechern, ne? Ist klar. Okay. Oh, mein Akku vom Controller geht von Eige. Fiona! Instructor Neidhart! I'm pleased to see you all again. But I'm no longer your Ach, instructor. das war Liam O'Brien, genau. Asura, nicht Ashura, Asura. Liam O'Brien habe ich jetzt verwechselt. Patrick Seitz, Mensch. Ich erinnere mich, wo habe ich den gehört? Ich meine, das muss ich jetzt selber googeln. Ganz viel Anime, ja. Filme wollte ich jetzt eigentlich nicht sehen. Nee, Videogames, da. Ja, der, wie gesagt, der hat ordentlich zu tun, der Junge. Ragnar the Blood Edge von Blaze Blue, das war's. Ja. Das war es, woran ich mich erinnere. Und den fetten Zombie in Resident Evil 6. Und Hugo in Ultra Street Fighter 4. Hier. Mhm. Und Cervantes in Soul Calibur. Okay. Ja, also es war Ragnar, der Hauptcharakter von Blaze Blue. Daran erinnere ich mich. So you should address me as Major Neidhart now. You haven't changed. How very you, Major. Well, look who showed up to steal all the glory. Good to see you alive, Major Neidhart. Likewise. Fiona, are you okay?
It's okay. I'm perfectly fine. Thank you, Elliot. For coming to save me. For being okay. Thank you. Thank you. I'm happy you're okay too. I was so worried. Thank you, each and every one of you. Every one of you? How could I ever possibly repay you? We're just glad that you're all right. Getting to hear you play the piano again is all the thanks I need. Haben die beiden was am Laufen? The Lieutenant General should have this fortress under control before long. You can relax, at least for now. War Fiona kleiner als Elliot beim letzten Mal, als wir sie sahen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben sie nur wirklich direkt gesehen, wie sie nebeneinander gesessen haben auf dem Sofa. Fast. Kannst du jetzt echt nicht sagen. Aber ich glaube, so viel Zeit ist ja auch nicht vergangen, dass er jetzt in der kurzen Zeit größer geworden ist als sie. Glaube ich nicht. Following the battle, the 4th Armored Division occupied the base. And the soldiers who were stationed there were forced to retreat back to Celtic. Ein großer Gewinn für die imperiale Armee. However, Celtic was ill-suited as a base and they quickly abandoned it, edging farther south. They eventually joined forces with those stationed within Berea-Hut, and together they strengthened the city's defenses. The 4th Armored Division, meanwhile, chose not to pursue them, electing only to free Celtic. And as another Noble Alliance force was stationed along the route to Trista, the stalemate between the two armies resumed. Boah, mein Arsch, ich sitze zu lange hier schon. Nicht Sessel, Stuhl, aber... Thank you again for rescuing me. I don't know what I would have done if not for you. Never in my wildest dreams could I have imagined Her Highness coming to my daughter's rescue. Aber sind solche, ja. I am truly humbled. How can I possibly repay the kindness you have bestowed upon my family? You needn't repay me for a thing, General. We're all just glad that everything ended without incident. Thankfully, yeah. By the way, that was pretty slick timing on your part, Major. I thought you'd been acting separately from the 4th Armored Division all this time. Indeed. We were told you were in Western Erebonia. That's correct, actually. I was away getting in contact with the other divisions, the 7th included. Yesterday, however, I caught word that Miss Craig had been moved here. Oh, und da musste er natürlich sofort retten? As soon as I heard the news, I hurried here in record time. Aw, you're so sweet, Neidhart. Not at all. I simply did as anyone in my position would. Huh? What's up with those two? Da läuft doch was. He's got the hots for her. I can tell. Huh? But they've known each other for ages, though. Ja, na eben. Still, it's unlike you to act on a whim, Neidhart. Nun kriegen wir andauernd Toba mit Brille zu sehen. Ja, ich habe ihr die Brille gegeben und ich finde, das steht ihr einfach. Perhaps it's a sign you're becoming more flexible as a soldier, and I mean that in a good way. I do realize that, but it was in part due to receiving some guidance from a rather peculiar source. And having discovered a way into the base thanks to that, I resolved to make use of it. Woher kennen die beiden sich? Durch Craig etwa mit ziemlicher Sicherheit. Er gehört ja zu derselben Division wie Craig. Wurde ihm ja unterstellt und ich glaube, so haben sich die beiden eben auch kennengelernt und ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, dass die zusammen sind. A peculiar source? Kinda like with us and that weird guy. Do you mean...
Ah, okay. You wouldn't happen to be referring to a suspicious hooded man, would you? As it so happens, I am. Is he an acquaintance of yours? Well, acquaintance is a strong word. Suspicious is right, though. Now you've got me curious. Well, leaving him aside for the time being, the 4th Armored Division will be assuming control of the Twin Dragons Bridge from this point forward. Du solltest den Herrn doch kennen. Ja, das Ding ist aber, er hatte immer noch die Kapuze auf. Leave everything here to us. You need only to focus on deciding your next destination. Und wir wissen ja, in Videospielen und sowas, wenn man einmal allein schon eine Kapuze auf hat, erkennt einen niemand mehr. Should you require any supplies, you may want to stop by Keldic before leaving. Thanks, Dad. We are pretty short on supplies, so that sounds like an excellent idea in my book. While you may have ended up fighting alongside the Imperial Army this time, I do feel that there is significance in you continuing to act as a third faction. I will be wishing you well. Thank you, Major. Right back at ya. Catch you later, Fiona. Bye! Marcus hat uns ja gezeigt, was alleine die Brille abzunehmen ihn zu einem ganz neuen Menschen macht. Ja, genau. Und da könnt ihr euch mal vorstellen, was eine Kapuze ausmacht. Stellt euch mal vor, der setzt eine Brille ab und eine Kapuze auf. After saying their goodbyes, Class 7 left those at the Twin Dragons Bridge behind. As per Lieutenant General Craig's suggestion, they chose to stop by the newly liberated Keldic. And while the Courageous was being resupplied, they decided to walk around and check up on the townsfolk. Okay. Keldic Stopover Day. Well, we should all be set on supplies for now. The townsfolk all seem pretty relieved now that the provincial army is gone too. I'm so glad everything went well. We still have some time until we have to leave. I know Becky and Rosine are somewhere around here. Maybe I should catch up with them. I'm kinda curious what the rest of the gang is up to too. Bonding points! Advance the story, okay. Receive bonding points. For the duration of the stopover day, Keldic's town map can be accessed by pressing the square button. Wir können also wieder mit Leuten schnackseln. Ne, schnackseln können wir nicht, das wäre nur zu schön, aber quatschen zumindest. Okay, was müssen wir tun? Es gibt ein Rezept. Von dir. Komm vor den Cappuccino. So schlimm die Provinzarmee auch ist, ich zweifle, dass sie einfach nun Keldic zubomben werden. Na nee, das können sie ja nicht mal, weil das ist ja jetzt unter der Kontrolle der imperialen Armee. So einfach ist das nicht. Hier gibt es wieder unzählige Shops, ne? Gambler Jack. Mhm. Oh, noch mehr Gambler Jack. Haben wir das schon? Und jetzt sollen wir wohl Becky rekrutieren. Irgendwo im Westen der Stadt ist Becky. Wo ist Becky? Justus, das ist nicht Becky. Das ist Emma, das ist auch nicht Becky. Wo ist Becky? Becky!
Ah, ist Bäcker. Und da war sie auf der Courageous. Das ging fix. Und eure Bonding Points. Ah, nee, halt. Bonding Points. Emma, komm du halt mal hier. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich mache das jetzt mal. Ich kürze das mal ein bisschen ab hier. Die macht irgendeine Magie. Die ganzen Bonding-Events und so weiter sind ja schön und gut, aber mit der Zeit werden die auch ein bisschen langweilig. Ich meine, kann ich das enden? Kann ich nicht. Alisa? Nö, fuck it. Weiß auf Alisa. Ganz ehrlich. Sarah können wir machen. Gulp, gulp. Okay. Wir müssen neuen Alkohol besorgen. Immer schön. Laura. Oh, ich muss jetzt Laura mithelfen. In der Kneipe. Na gut. Hey, wir haben Level 5 erreicht. Das ist, glaube ich, das beste Level, was man erreichen kann. Für den Anfang, glaube ich, oder? Oder nee, das war im ersten Teil so. Vielleicht ist es im zweiten Teil jetzt, dass man noch ein höheres Level erreichen kann. Wen können wir denn noch machen? Ich würde sagen Thor. Wir reden mal ein bisschen mit Thor. Aber wie gesagt, ich werde jetzt alles überspringen jetzt hier. Fuck! Thor! Das war jetzt so, hey, wir haben hier noch Zeug hingestellt in der Ecke. Vielleicht brauchen, das war jetzt mein Gedanke, so vielleicht brauchen wir das ja noch für die Courageous und sowas. Oder nee, Gun! Pff. Ohne Scheiß, was war denn das jetzt bitte? Fuck it, Elisa, komm halt her. Du hast bestimmt auch übel nötig. In den Weathercock! Und dann noch mit Motorrad. Und dann haben wir noch irgendwas anderes in der Schwarzblende gemacht. Keine Ahnung. So. There's still some time before we have to leave. Nein, wir leaven jetzt. Leaving so soon? Das ist doch jetzt nicht Blue Blanc wieder, oder? Ach nein, okay, seine Stimme klang jetzt so, aber nein, er ist es. I see you remember me after all. That's quite the honor, Green Schwarzer. Just who in the world are you? I'm aware how you've been supporting both us and Major Nightheart from the shadows. But you're a little too suspicious for your own good. Why do you know my name? What exactly are you trying to accomplish? There's no need to be hasty. But the time has finally come for me to reveal my true identity to you. Tada! Unglaublich! Wer hätte das erwartet? Ich nicht. Niemand hätte das erwartet. Selbst die Leute, die das Spiel geschrieben haben, nicht. Tis I, Thomas, your favorite instructor. What?
It's certainly been a while since you've enjoyed the bliss of one of my enthralling lessons, hasn't it? Gibt einen anderen Brillenträger, ja. Das ist aber auch, was das für eine Brille sein soll überhaupt mit den Kringeln? I trust you've been doing well. Why are you of all people here? Wait, no. The better question is, why were you in disguise in the first place? Reen ist wirklich so, what the fuck? Sieht gut aus als größter Charakter. Hey. An excellent question. And, fortunately, one with a simple answer as well. You see, I simply wanted to avoid any trouble that might arise if anyone were to place me as one of Thor's instructors. I must be a master of disguise, because it worked so well that no one ever suspected me. Das war die Stimme. Du hast einfach normal geredet einfach mal. Das hat schon viel ausgemacht. I think I need a minute to process all of this. So you're the one who helped us back at the Twin Dragons Bridge? Ich habe gerade nachgeschaut und Craig the Red und Blue Blonde teilen denselben Sprecher. Ah, okay. Seine Stimme klang irgendwie jetzt auf einmal ähnlich. Indeed, Hey. 'twas I. My goal was to aid you as covertly as I could manage. But there's no need to lurk in the shadows any longer. I pledge my support, my life, my love. From now on, you can sleep easier at night knowing I'll be right there. Bisschen too much. Du bist auf einer 11. Geh mal bitte runter auf eine 7. Isn't this all a bit sudden? Oh, I suppose it will be helpful to have another instructor on board. Neidhart wird's freuen. After gladly welcoming their new ally on board, Reen and the rest of Class 7 took flight once again to assess the situation in Erebonia. Up a rank you go. Here's a bonus from the academy. Wir haben einen Wasserfall erhalten. Schön. Well done. I'm so proud of you. Yay! Wir hatten diesmal keinen Bosskampf, den wir nicht gewinnen konnten. Und nur so gut wie möglich irgendwie uns durchwinden mussten. Jetzt konnten wir wenigstens den S-Rang erreichen. Ganz ehrlich, wie gesagt, irgendwann off-Stream werde ich dann das Spiel nochmal durchspielen. Im New Game Plus, um alles einfach nochmal einfacher für mich zu machen, um die S-Ringe zu erreichen. Geht ja gar nicht hier. Wo kommen wir denn da sonst hin? Oh my, this ship is simply spectacular. There's something to captivate the eye at every turn. I've been dying to board the Courageous for quite some time, so being here now is a dream come true. Oh, right. And all my dreams were dashed the second I learned that suspicious man turned out to be Instructor Thomas. I know how you feel. So much for a super cool action hero. Das Ding ist, hinter Instructor Thomas verbirgt sich noch einiges mehr als jetzt nur das, was wir jetzt hier von ihm sehen. I don't know, he's always come across as an airhead to me, but maybe there's more to him than I thought. Instructor, what exactly made you leave Trista? Actually, it was Principal Van Dyke. He wanted me to look out for all the students who had fled the academy. Make sure they're alright, covertly lend them a hand if they were in a pickle, that sort of thing. Really? You know, it was through the principal that George and I were able to reunite with everyone too. The more time goes on, the more people we realize have been looking out for us. Tell me about it. We have so much to be thankful for. Make sure you never forget that. Regardless, now we've taken care of things at the Twin Dragons Bridge. I propose we resume traveling around and gathering information. Works for me. And thanks to our operation being a complete success, we should be able to land at Keldic and the bridge too. Just like Yusa said, let's get back to gathering information and helping out those in need. You got any more requests for us to knock out? Yep, Prince Oliver sent along some more. So feel free to take a look. Okay. I'll make a mech out of you.
Ooh. Warzer. Oh, it's Major Neidhart. Okay, it's Major Neidhart. I'd like to put your Divine Knight skills to the test. And the opportunity, if the opportunity presents itself, meet me in the main corridor of the Twin Dragons Bridge. Just getting warmed up. Terrible news, Reen! Oh, it's a malevolent worm has swallowed Toa whole. What? What will the Courageous do without its darling marshmallow mascot? What the f... Okay, so that was a fabrication, but just think. What if she had been swallowed? You'd surely do your best to kill that monster, no? Creeping for creeps! Hat nachgesehen, der Sprecher ist Taliesin Jeffy für Thomas, der wohl 2 Arten von Charakteren spricht. Andere Brillenträger in Spielen und Blanka. Hey! Variation! Nicht wahr? The Outer Bath area has been host to a variety of strange things lately. Begins with Baggins. Well, this isn't an urgent request. I would really appreciate if you could help us to investigate why. Okay. Oh, we got all kinds of different ones this time. I certainly wasn't expecting to see one from Major Neidhart, especially one involving Valamar. I wonder what he wants. I'm sure he'll elaborate once we're there. If we can take care of that and the extermination request, we should be okay. They look like so much fun. Can I come this time? Can I? You do know this isn't a game, right? Aber es ist doch ein Spiel. Wir sind doch in einem Spiel. Oh, wie Meta. Das Spiel ist sich komplett selbstbewusst. Wie clever. Oh, wow. Well, it's not like she can't hold her own in a fight. Why not? Anyway, let's get started. Also, Bilbo Baggins braucht unsere Hilfe. Ja, ich glaube auch. It is temporarily not possible to remove Million from the party. Okay. Zack. 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 Emma. Wir nehmen Emma einfach mal mit. We can now stop by Becky's trade shop on 3rd floor of the Courageous. Ich würde es vorziehen, wenn solche Metasprüche zumindest ein anderes Medium nehmen würden. Ja, das ist so. At this shop, some goods can be exchanged for more rare and valuable ones instead. Okay. Schauen wir mal. Jetzt haben wir hier ein paar mehr Shops, glaube ich. Oder zumindest einen Shop mehr. Du bist nicht Becky. Wie kannst du es wagen, nicht Becky zu sein? Das ist Becky. Die mit ihrem komischen schottischen Akzent. Aua. Was können wir denn traden? Oh, wir können hier... Coloring. Wir können Sachen kaufen für Motorrad und sowas. Groundbait, Million Board, Stereo Board, ein paar neue Snowballs. Wacke, dann nehmen wir das halt einfach mit, ne? So viele Upgrade-Materialien brauchen wir jetzt gar nicht, weil wir haben noch ein DLC mit 50 Upgrade-Materialien dabei. Die mit ihrem schottischen Akzent, das ist der Token-Charakter des Casts, weil Falcom unbedingt Vogue gehen wollte. Ja, furchtbar. Gleich mal hier alles boykottieren und anti-woken Kaffee kaufen. Das gibt es wirklich übrigens, habe ich jetzt letztens gesehen. Anti-woke Coffee. Total bescheuert. Das ist so unglaublich bescheuert. Ja, ja, es ist, wie gesagt, wirklich absolut selten dämlich. Weil da den Kaffee ja wach halten soll. Ja, ist eigentlich auch eine coole Idee, ne? Also was heißt coole Idee, aber nee, das ist einfach... Es geht weiter mit diesem komischen Kulturkrieg in den USA meistens ja weiter und da ist einfach...
Es ist einfach ein Witz. Upgrade-Materialien. Jetzt können wir einfach uns nochmal hier mit dem Motorrad beschäftigen ein bisschen. Der Anti-Woke-Kaffee ist einfach entkoffeinierter Kaffee dann? Nee. Es geht wirklich darum, keine Woke-Agenda zu unterstützen. Und der Kaffee ist auch wirklich einfach in so einem einfachen weißen, in so einer weißen Packung, weißen Tüte mit schwarzer Schrift drauf. Einfach um wirklich so langweilig wie möglich auszusehen. Ja, das hat vielleicht teilweise sogar ein bisschen was. Das Grüne gefällt mir zwar nicht, aber da ist Tor drauf. Das ist eigentlich schöner. Bleiben wir erstmal beim Standard. Wir können kein Deck 3 machen. Es ist übel lahm. Ich glaube, das ist jetzt losgegangen, weil ja jetzt hier auch Bud Light irgendwie ein Regenbogenbier irgendwie angeboten hat mit Regenbogensymbolen und da sind jetzt alle so, oh, Bud Light ist woke geworden, weil Regenbogen. Es ist, alle drehen sie durch. Alle haben sie, dieser ganze, wie gesagt, Kulturkrieg, alle verlieren sie immer mehr IQ-Punkte bei dem ganzen Mist. Aber irgendwann müssen sie es doch, glaube ich, eigentlich, hoffe ich zumindest mal, merken. Wow, es gibt hier schon wieder neue Waffen. Wow, Reen hat einen Shunsui bekommen. Ist das nicht aus One Piece? Eins von Zoros Schwertern gewesen? Die ist doch so, ne? Jetzt heißt es so langsam doch mal hier alte Waffen verkaufen. Ich mache jetzt die Story auch noch nicht weiter, ne? Also ich kümmere mich jetzt nur um hier so ein Kleinigkeitskram. Und dann machen wir auch so ziemlich Schluss für heute. Irgendjemand hat sich hier bei Discord gemeldet. Irgendwas? Was war denn hier los jetzt auf einmal? Oh, okay. War nichts Wichtiges. Groß. War das Schwert Shusui genannt? Falls ja, war es das Schwert von Zorro. Das von der Ryu mal bekommen hat. Okay, jetzt war Shusui. Das hier ist Shunsui. Ich wusste noch, dass es irgendwo so der Name ungefähr so war. Aber ich lag falsch. Schwer sich vorzustellen, dass ich mal falsch liege, ich weiß. Aber das muss man halt auch mal akzeptieren. Jetzt wird's ein Shusui. Der logische Schaft wurde jetzt zur Radical Force. Okay. Der logische Schaft, das ist das, was die Atheisten von Reddit haben. Facts und Logic. Hier sind sie am Kochen.
Ich empfehle dir auch mal den Vampire Hunter die Bloodlust OVA. Es gibt eine OVA. Ich kenne den Vampire Hunter Bloodlust Film. Aber ist das wirklich... Oder gibt es eine OVA richtig jetzt? Weil es das Setting von Vampire Hunter die präsentiert, wie ich es mir damals hier mal erzählte. Aber weil Anime sieht es auch richtig cool aus und die deutsche Synchro, die in Ordnung ist, kann man auf YouTube schauen. Okay, also ich kenne den Vampire Hunter die Bloodlust Film. Meinst du das damit? Oder gibt es wirklich eine richtige OVA? Ja, der Film. Bin mir selten sicher mit OVA und Film in Japan. Na, aber du, den Bloodlust Film, den kenne ich. Den habe ich mehrfach schon gesehen. Das ist... Der muss geguckt werden. Ganz ehrlich, wenn man Anime-Fan ist, dann hat man... Weil ganz ehrlich, was machst du mit deinem Leben, wenn du den nicht geguckt hast? Machst du irgendwas falsch? Du, wie gesagt, das ist ein absoluter Anime-Klassiker. Allein weil die Animation des Films so wirklich übel gut ist. Also das ist wirklich so einer der besten animierten Filme überhaupt. Achso, ich verkaufe ja hier. Kann ich noch was exchangen? Nee. Okay. Also heißt es jetzt beim nächsten Mal dann entsprechend weiter um die Quests jetzt kümmern und weiter Leute rekrutieren. Das ist jetzt, glaube ich, das, was wir größtenteils jetzt einfach machen müssen. Ich schaue nochmal schnell nach, was uns als nächstes bevorsteht. Ja, okay. Also, dann Akt 2, Part 2 läuft dann beim nächsten Mal. Gut, jetzt haben wir noch ein paar Kleinigkeiten gekümmert, aber das hätte ich auch auf Stream machen können, aber wirklich viel jetzt die Story wollte ich wie gesagt nicht machen. Daher können wir uns jetzt alle Ruhe um den Rest kümmern. Kurzum. Gut. Dann würde ich sagen, gibt es wen, den wir raiden können? Natürlich nicht. Das gibt es nie. Nie ist jemand, den ich kenne, online, wenn ich raiden will. Ja, aber Thor wurde von einem riesigen Wurm gefressen. Ja, genau. Thor wurde von einem Wurm gefressen. Thor, wo ist... Wir müssen unbedingt Thor retten. Weil sie könnte ja, wer weiß wo jetzt sein, ne? Auf jeden Fall. Gut, dann können wir halt niemanden raiden. Ich will es immer versuchen, aber wenn niemand online ist, dann ist niemand online, ne? Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute, wie gesagt. Und vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal am Donnerstag. Dann also, ui. Right.